Die große Dokumentation, 27. November 2020. Wir sind bei Morelo und mal wieder bei Robert Crispins. Grüß dich, Robert. Hallo Sven, servus, grüß dich. Ja, es ist nebelig hier so ein ganz kleines bisschen, aber in diesem Jahr ist alles anders. Ja, ihr habt ein ganz neues Service Center eingeweiht. Das war auch eine Rieseninvestition, das ist da. Und ja, ihr habt gute Zahlen zu vermelden, denn ich sag mal, heute einen Liner zu bestellen, das Ganze dauert ein bisschen. Das dauert, ja. Wir haben eine sehr erfolgreiche Messe hinter uns. Die Lieferzeiten haben sich nahezu verdoppelt und für 21, also Modelljahr 21, sind wir eigentlich voll. Ja, das ist schön zu hören, denn ihr seid recht erfolgreich. Das Format passt. Das bedeutet, ihr seid jetzt von ganz groß bis, ich sag mal so, die Einstiegsklasse ist da, wo aus eurem Konzern der kleinste aufhört, so quasi. Ihr ergänzt euch nach oben. Genau, wir bilden im Konzern von 7.000 bis 700.000 alles ab. Ja, ich zeige es mal gerade. Hier vorne steht noch unser Alter, denn alles dreht sich heute so ein kleines bisschen darum, der 78 FX muss gehen. Der 78 FX muss weichen, ja. Das neue Fahrzeug wird ja gebaut. Das schauen wir uns dann später in der Produktion nochmal gemeinsam an. Ja, hier steht er jetzt. Er wird zurückgegeben. Mitte Dezember müssen wir ihn abgeben. Und daneben steht auch schon ein Palace. Das ist ein ähnlicher, wie der nicht kriegt? Ein ähnliches Fahrzeug. Deiner ist ein bisschen größer. Ein bisschen größer, ja. Wenn man ja viel unterwegs ist, ich habe mich ja mit vielen Leuten unterhalten, so das System Morelo bedeutet ja, zu Hause zu sein, egal wo man ist. Willkommen daheim. Und jetzt zur Zeit haben wir 1 Grad draußen, da kriegen viele Camper schon Angst mit ihren Wohnmobilen, Thema Tankheizung und so. Alles hat Doppelboden bei euch. Genau, bei uns, wir beginnen beim Home bis zum Grand Empire, alles mit dem Doppelboden, also ein beheizbarer Doppelboden, sodass die Wintertauglichkeit da absolut gegeben ist. Ja, es gibt auch keine Luftheizung bei Morelo. Nein, nur eine Warmwasserheizung. Genau. Mittlerweile habt ihr sogar eine neue Warmwasserheizung eingebaut. Bei den ganz großen, da hat die alte nicht mehr gelangt. Nee, die war vom Volumen tatsächlich, da haben wir uns auch für eine Dieselheizung entschieden, aber das war ein Konzept, wir wollten auf Gas komplett verzichten, deswegen sind wir das Konzept mit der Share-Dieselheizung gegangen. Und ist das gut? Bis jetzt hat man nicht die Möglichkeit, es zu testen, aber sonst würden wir nicht umstellen, wenn wir davon nichts halten würden. Genau, Share habe ich schon gehört, einer der besten überhaupt aus dem Schiffsbau, bauen so Kompaktheizungen. Ja, das ganze Thema Elektromobilität, das seht ihr ja auch mittlerweile auch schon so ein ganz kleines bisschen. Wie geht ihr damit um? Wird da demnächst was kommen von euren Zulieferern oder ist das ein Thema, was noch ein paar Jahre dauert? Ja gut, wir haben das Problem, wir entwickeln ja kein Chassis oder wir bauen keine Chassis, sondern wir bauen auf Chassis auf und Iveco und Mercedes müssen da in die Entwicklung gehen bzw. uns da was präsentieren. Aktuell macht es bei dem Volumen, also ich sage jetzt mal 5 Tonnen aufwärts, keinen Sinn, das Ganze mit Elektrik zu betreiben. Also wenn die jetzt was bringen, zum Beispiel einen Hybrid, zum Beispiel, den ihr einsetzen könnt, wunderbar. Natürlich, gerne. Da würden wir umstellen, aber die sind momentan auf Gas. Also die Automotive setzt ja auf Brennstoff und Gas und da lassen wir uns überraschen. Nicht die Automotive, sondern die LKW, Entschuldigung. Willkommen daheim, da steht es. Wir gehen mal kurz rein. Maskenpflicht überall. Wir halten Abstand, denn ich sag mal, wie auf den Messen halten auch wir beide Abstand. Deswegen bist du ausnahmsweise jetzt mal ohne Maske. Wenn du mal kurz aufmachst, bitte. Genau, also wir haben hier grundsätzlich Maskenpflicht auf dem kompletten Betriebsgelände, aber heute machen wir eine Ausnahme fürs Video und halten die 2 Meter natürlich ab. So, hier vorne, da wird jetzt die wichtigste Dame nochmal sichtbar. Wir haben sie schon mal gefilmt vor einigen Zeiten. Mittlerweile im letzten Film, da war diese Scheibe noch nicht da. Aber das ist mittlerweile Pflicht. Die Leute haben sich gut dran gewöhnt. Genau, man muss sich dran gewöhnen. Wir haben ein halbes Jahr Corona, müssen uns anpassen, Abstandsregeln und noch so einen kleinen Spuckschutz dazwischen. Als erstes beim Reinkommen natürlich die Hände desinfizieren. Und auch hier nochmal der Hinweis auf die Maskenpflicht und erst anmelden, damit wir einen Überblick haben, wie viele Personen in der Halle sind und wer alles in der Ausstellung sich bewegt. So, da vorne ist das Guckloch. Ich gucke mal gerade. Hallo Melanie, geht's dir gut? Warte mal, ich komme mal kurz zu dir rum, dass wir das mal ganz kurz sehen. Da bist du. Du bist die wichtigste Frau hier, direkt am Eingang. Dich kennt, glaube ich, jeder, der schon mal hier war, gell? Das ist richtig, ja. Ja. Ist es schön, hier zu arbeiten? Natürlich, absolut. Warum denn? Ja, weil es ein fantastisches Produkt ist, für das ich arbeiten darf. Ja. Ja, die Menschen sind begeistert, ich bin begeistert. Du sprichst doch Fränkisch? Wenig. Warum? Warum? Weil ich nicht von hier komme. Du kommst nicht aus Ich bin Franken? zugezogen, ja. Echt? Ja, Und wie ist das hier in Franken? wunderbar. Es ist absolut mein Wunschwohnort. Ich habe 95 Franken kennengelernt und habe gesagt, hier möchte ich leben und das habe ich mir erfüllt. Ja, 95, ja, die Liebe hat's. Du hast auch Kinder? Nein, habe ich nicht. Hast du keine Kinder? Ist nicht so schlimm, aber es ist so, die Leute kennen dich quasi, du kümmerst dich um die Leute. Wenn einer mal hier länger wie 3 Minuten arbeiten muss, dann warten muss, dann kommst du direkt auf ihn zu und sagst, hey, oh, es tut mir so leid, dass wir so lange warten mussten und so weiter.
weiter. Genau. Ist Ja. das schon so, die Leute fühlen sich hier zu Hause, wenn sie kommen? Ja, ja, so ist es. Und das ist auch mein Ziel, dass es genauso ist, auch unser Ziel. Ja. Der Robert ist ja noch recht jung. Ist das ein guter Chef? Ja, absolut. Und Kann mir- Ja, weil er einfach Mensch ist und einem auf Augenhöhe begegnet. Und so ist es immer ein kollegiales Verhältnis und keine Stufe zwischen Mitarbeiter und Chef. Ja, es gibt so einen Spruch bei euch stehen die Türen immer offen. Ist das so? Das ist so, Ja. absolut. Vielen Dank, Melanie. Erstmal, wir lassen Sie mal kurz in Ruhe, aber sie ist, glaube ich, wirklich eine der wichtigsten Personen, so der erste Der Ansprechpartner. erste Eindruck, ja, wenn man bei uns in die Halle läuft und macht es hervorragend. Das Ziel ist ja, euch so ein bisschen runterzuholen. Früher war es so, wenn ich auf den Messen war, Morelo und so weiter, da war immer der rote Teppich da. Da hat man so ein bisschen Angst bekommen. Was sind das für Leute, die da dahinter stecken? Ihr seid aber ganz normal. Gut, ihr kommt auch aus Franken. Wir sind ganz normal, genau, ganz bodenständige Franken. Du kennst uns jetzt so mit eine Weile und es ist nicht so, dass wir uns da verstellen, sondern wir sind immer so. So, wir zeigen mal was ganz Besonderes. Normalerweise darf man nicht hier hoch. Das ist so, das ist die Geschäftsführungsetage. Wir gucken mal kurz rein, okay? Gerne, für dich machen wir eine Ausnahme. Ne? So, hier vorne ist der Weihnachtsbaum. Ihr habt den schon geschmückt. Aufgestellt, genau, frisch geschmückt. Die Beleuchtung haben wir rausgeholt. Hier die Halle, die abends wunderschön nochmal angeleuchtet ist. So, ich zeig's mal gerade, denn das schönste Weihnachtsgeschenk, was sich ja viele Leute machen, ist ein Morelo. So, und jeden Tag verlassen ja einige Morelos das Band. Wie viel ungefähr? Jeden Tag 2. 2. So, das heißt auch 2 Menschen, die den hier abholen, gehen die oft zum Händler oder holen die auch schon mal persönlich ab? Teils, teils. Also wir haben sicherlich einen Anteil von der Werksabholung, der bei 30-40% liegt. Sprich, wir haben ja hinten die Auslieferungshalle, verbinden das Ganze mit einem Erlebnis. Aber auch Handelspartner, die das am Hof dann bei sich im Betrieb ebenfalls zu einem Erlebnis machen. Genau, es sind ja bei euch die Handelspartner, die wichtigsten Ansprechpartner. Das bedeutet ganz konkret, ohne den Handel ging bei euch gar nichts. Nein, nein. Wir haben mit unserem Handel natürlich auch eine freundschaftliche Beziehung und es sind auf den Handel angewiesen, also unabhängig jetzt vom Verkauf, auch das Servicenetz so dicht wie möglich zu halten, damit wir eben die Wege für den Kunden so kurz wie möglich gestalten können. Ich habe mit vielen Leuten aus dem Verkauf gesprochen, die Reisemobile verkaufen, die kommen aus dem Automobilhandel. Die sagen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie positiv, wie fröhlich die Leute sind im Automobilhandel, nicht im Vergleich zum Reisemobilhandel. Das heißt, die Leute kommen rein, man verkauft viel einfacher, ist was ganz anderes. Oder? Ja, das kann man mit der Automotive nicht mischen. Also die haben zwar auch Räder, die Reisemobile, aber es ist ein Haus auf dem LKW-Chassis und von der Materie ein komplett anderes Produkt. So, jetzt sage ich es mal, das sind die Toiletten, hier steht es auch nur für Mitarbeiter, aber ich kann Ihnen sagen, die Kundentoiletten sind noch luxuriöser hier. Nee, es ist alles bodenständig hier. Das heißt. Ja, also nur für Mitarbeiter bedeutet hier wirklich, das ist das Hygienekonzept. Also wir haben ein Morelo Corona-Handbuch und das bedeutet einfach nur, damit wir die Infektionsgefahr von außen nicht in den Betrieb holen, damit sich dann nur Mitarbeiter aufhalten. Und damit Sie auch mal sehen, wie weit ich weg bin. Also ich bleibe jetzt mal hier, ja, und ziehe einfach mal, hier ist das Mikro. Das ist da, wo ich filme quasi. Und jetzt ist ich höre dich noch gerade so. Danke. Sehr schön. Wir gehen mal rein. Linke Seite, was ist hier? Links haben wir die Buchhaltung. Okay. Buchhaltung und Personalwesen. Das ist ja süß. Die schauen auch schon gerade kurz. Wenn ich mal kurz reinkommen darf ich mal kurz reinkommen zu euch? Ganz kurz nur mal reinhalten. Ich will nur mal kurz mal zeigen, wo die großen Rechnungen geschrieben werden. Das heißt, das ist hier. Und das sind ganz, ganz viele Kollegen. Ihr habt den Gang, das System, die Türen sind immer offen. Das ist auch wirklich so. Es sei denn, es ist mal ein Meeting, da macht ihr die Tür mal zu oder bleibt die dann auch offen? Nee, also wenn es vertrauliche Dinge gibt, dann machen wir die Tür schon zu. Aber in der Regel stehen die Türen hier grundsätzlich offen für jeden. Ja. Ich zeige mal gerade was Kleines. Das war der erste, oder? Das ist die Nummer 1 gewesen, genau. Das Design noch ein bisschen kantiger damals. Das Design ein bisschen kantiger, aber man sieht dann ja nicht nur an den Fahrzeugen die Entwicklung, sondern auch im Unternehmen. Du bist dabei von Anfang an? Fast. Ich bin im November 2011 dazugekommen, also habe jetzt dieses Jahr 9 Jahre. 9 Jahre? Du bist jetzt, wie alt bist du? Ich bin 35. Echt schon? Ja. Genau, als wir begonnen haben zu drehen, da warst du, glaube ich, 29 Stunden. Da war ich 34. Das war im Januar diesen Jahres. So, eine der wichtigsten Personen sitzt hier. Sie hat gesagt, sie will kaum aufs Video drauf, aber sie guckt mal gerade hinter dem Bildschirm so ein bisschen die rechte Hand. Genau, dann vorne nochmal. Christina, ich grüße dich herzlich. Du machst das Controlling hier so ein bisschen. Du bist die Frau der Zahlen, kann man das sagen? Ja, kann man so sagen. Du bist noch recht jung, oder? 28. 28. Was hast du gelernt?
Ich habe studiert BWL mit Schwerpunkt Steuern und bin dann aber ins Controlling hier gerutscht. Ich habe es befürchtet, ja. Dass, die Frauen, die beherrschen quasi die Macht hier so ein kleines bisschen. Aber es ist ja so, dass man sich auf Leute verlassen muss, also gerade was das Thema Controlling angeht. Und sie macht es gut. Sehr gut, ja. Nein, sie unterstützt mich da wirklich. Ansonsten wird mein 24-Stunden-Tag wahrscheinlich bei 36 Stunden landen. So, ich zeig's mal gerade. Du hast eine tolle Aussicht, nämlich auf Service Center. Genau, die Kunden immer im Blick. Das war jetzt bewusst so gewählt. Wir haben den Innenhof großzügig gestaltet. Du siehst, wir haben 19 Servicetore. Krass, oder? 19. Ja, 19. Und also ich sage jetzt mal, in dem Bereich, in dem wir hier im After Sales unterwegs sind, sind wenige Hersteller. Du selbst hast Kinder, das heißt, du hast, wie viele Kinder hast du? 2. Mädels, Jungs? Ein Mädel und ein Jung. Okay. Wie alt sind die? Die Lea ist 5 und der Lukas ist 8. Das heißt, du hast High Life zu Hause. Ja, nicht nur auf Arbeit, sondern auch zu Hause. Aber es soll so sein. So, ich zeige mal ganz kurz, das ist der Arbeitsplatz von Robert. Ja, so sieht das Ganze aus. Also ganz unspektakulär eigentlich. Ich habe jetzt gedacht, der ist jetzt hier Morello-mäßig, hier Prunk und rausfahrbare Fernseher. Nee, alles ganz bodenständig. Ja, also Prunk passt nicht zu uns. Das hast du selber gewählt oder war das dein Inneneinrichter? Nee, ich muss ehrlich sagen, das hat meine Frau meinem Sohn zur Einschulung geschenkt und das war ihm aber zu klein. Und sie wollte es wegschmeißen und da war ich zu geizig dafür und habe es mir ins Büro gehängt. Du bist doch gar kein Schwabe. Ja. Sehr schön. Ja, wir werden heute mal ein bisschen was filmen, denn ich sag mal, das Thema Produktion haben wir schon mal gefilmt. Viele Leute haben das gesehen. Also du hast doch viel Erfolg bei Kunden, die gesagt haben, hey, ihr seid so transparent. Viele lassen sich ja ungern in die Karten gucken. Aber du hast zu mir gesagt, auch wenn man alles sieht, der Zeitvorsprung, auch die Mitarbeiter, die da bauen und die Maschinen und das alles, wenn man es heute aufbauen würde, das Werk bei Null, und man würde mit unseren Videos gucken, wie ihr das macht, ja, in wie vielen Jahren wären wir denn so weit? Oh, das weiß ich gar nicht, aber wir bleiben ja nicht stehen, wir entwickeln uns ja täglich weiter und das war eigentlich von vornherein immer, dass wir sehr transparent waren, immer recht offen. Ich glaube, dass es auch ein Stück weit unser Erfolg ist, dass wir dem Kunden, der anreist, auch das hinter den Kulissen zeigen. Ob das Geheimnis ist, weiß ich nicht. Das ist auch so, dass wenn Leute hier kommen, die müssen nicht die Handys an den Werkstoren abgeben, sondern ihr seid ganz transparent. Was mir aufgefallen ist, auch die Mitarbeiter haben gar keinen Stress damit. Die zeigen sich gerne mit dem Unternehmen. Genau, weil was soll man denn verstecken? Ich meine, man muss am Schreiner nicht erklären, wie er einen Schrank baut. Ja. Punkt. So ist es. Aber so arbeiten nicht viele, denn ich habe ja in der Branche, die mich kennen, die wissen. Erstmal vielen, vielen Dank, tschüss. Und danke, dass wir dich mal kurz zeigen durften, denn ich sag mal, normalerweise ist sie die Firewall, wenn man zu dir durch will. Sie ist auch den ganzen Tag am Telefonieren, muss man sagen. Also ich sag mal relativ oft und leitet das Ganze auch durch. Du hast viel Stress, muss man schon sagen, oder? Ja, doch. Positiven Stress, sage ich es mal so. Ja. So ist das. Sag mal, die Termine bei deiner Frau, die bucht auch schon Termine bei dir oder ist das so, dass die dich schon mal anrufen darf zwischendurch? Nein, die ruft natürlich an, aber wenn ich in der Besprechung bin oder so, dann kommt da einfach eine Rückrufbitte und dann melde ich mich. So ist das. Ja, es geht noch weiter nach links. Dürfen wir da auch mal reingucken oder sollen wir es lieber nicht? Gerne. Ja. Die Türen sind immer offen? Die sind immer offen. Reinhard ist nicht da. Okay. Der ist bei einem Handelspartner, der hat dieses Wochenende ein Messe-Event in Elze oben bei der Firma Ziesner. Deswegen ist das Büro zu. Und hier Sie sind ein ganz großer Partner von euch. Ganz großer Partner von uns. Hier ist der Vertrieb Export. Die Jungs, die kenne ich alle noch von der Messe. Mit denen waren wir nämlich auch mal kurz was essen, gell? Genau. Ja. Stimmt. Wir waren mit denen Abendessen. So, ich darf mal kurz hier reingucken, dass ich da mal schaue. Hallo erstmal. Hallo. Boah, das sind jetzt alles Franken hier? 50-50 oder was? Ja. Hallo erstmal. Hallo, Tobias Körner. Freut mich. Genau. Ich grüße dich, Tobias. Ja, ich gucke auch weit weg. Das ist der Kollege, dein Vorname? Andreas. Andreas, ich grüße dich herzlich. Wir sind auch schon gleich wieder weg. Wir wollten nur mal zeigen, ihr habt eigentlich immer tolle Aussicht hier. Aber im Moment ist ein bisschen diesig, oder? Heute diesig, aber für Morello immer klares Wetter. Boah, ihr seid ja voll die Vertriebs... Wir sind Vertrieb. Das muss, ja. Alles klar, vielen Dank. Und dein Vorname T? Tobias. So. Das Witzige ist ja, das war letzte Woche noch ein Besprechungszimmer. Wie? Also das war hier unser Besprechungszimmer. Wir haben aber aufgrund der Enge und der Platznöte, die wir haben wir beschlossen, wir ziehen den Vertrieb Export kurzzeitig. Und wenn wir dann nächstes Jahr anbauen, kriegen sie natürlich andere Räumlichkeiten und das wird wieder ein Büro, beziehungsweise ein Besprechungszimmer. Anbauen?
Ich habe gesehen, ihr habt unglaublich viel Platz. Ihr habt ja jetzt einen neuen Stellplatz gebaut, da fahren wir auch gleich mal runter, denn der ist wirklich sehr schön geworden. Er ist noch nicht in Betrieb offiziell? Offiziell noch nicht in Betrieb. Also wir wollten es zwar, aber Corona hat uns da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht und werden den jetzt nächstes Jahr natürlich... Ist wunderschön geworden, das kann ich schon mal sagen. Du hast heute da übernachtet, ne? Ich habe da übernachtet und du fühlst dich auch direkt zu Hause, weil zunächst war der Wachschutz, der war gestern da, ich stand am Tor, war schon zu und dann hat er gesagt, fahren Sie runter, da ist der... Ich so gedacht, mein Gott, jetzt gehe ich schon mal zum Robert, da muss ich da runterfahren. Bin runtergefahren und gedacht, welch ein Glück. Sogar der Strom ist ohne Münzeinwurf. Der Strom ist ohne Münzeinwurf, das regeln wir über die Tagespauschale. Also Strom und Wasser ist damit integriert. Im Moment ist die Schranke offen. Im Moment ist die Schranke offen, die bleibt dieses Jahr auch noch offen und ab Januar wird sie dann in Betrieb genommen. So, erstmal vielen Dank, Robert Crispins, kleiner Rundgang. Und wir gehen jetzt mal an die Station ran. Das bedeutet ganz konkret, dein tägliches Leben bedeutet auch, dass du für diesen Termin hier, die 2-3 Stunden, die musstest du ja schon ein bisschen rausschneiden, oder? Ja, ja, in der Tat. Das muss man sich immer hart erkämpfen. Wobei wir haben das ja lang geplant und ich habe den Termin schon geblockt im Vorfeld. Das ist so, denn das Fahrzeug ist aufs Band gegangen, wann? Unser Fahrzeug? Gestern früh ist es eingefahren als erstes. Müsste jetzt auf der Station 3-4 sein, also je nach Taktzeit. Und das können wir uns gleich einmal anschauen. Ja, das können wir machen. Wir machen jetzt eins, wir gehen mal runter ganz kurz zum Cut und bis dann. Also holt den Schlüssel. So, machen wir das mal gerade, denn hier geht nichts ohne Schlüssel bei Morelo. Der Robert ist gleich da. Und ich zeige euch gerade nochmal, wie es hier aussieht. Ach, da ist ja noch ein Besprechungsraum. Da vorne ist er. Da werden dann die großen Konferenzen abgehalten mit Händler und Co. Empire 20 heißt der übrigens, der Besprechungsraum. Und ja, wir sehen uns gleich weiter in der Produktion und das Ganze werden wir in Teilen aufteilen. Und wir starten quasi bei Punkt 0. Bis gleich. Tschüss. Das ist die Kundenlounge und hier ist Robert Crispins. Grüß dich, Robert. Hallo Sven, servus. Ja, wir gehen jetzt gleich mal in die Werkstatt rein. Die ist direkt neben der Kundenlounge. So ist es. Das heißt, man hört es auch so ein kleines bisschen in der Kundenlounge ganz ruhig. Die habt ihr nochmal schallisoliert. Aber hier, da beginnt das Leben, oder? Genau, das ist die Produktion. Das ist das Herzstück unserer Firma und da schauen wir jetzt mal rein. So, eine ganz kleine Bitte. Wir haben Maskenpflicht. Wir haben das auch nicht angekündigt, dass wir kommen. Die werden alle die Masken aufhaben, ja. Und das ist wichtig bei euch. Ihr habt ein ganz großes Sicherheitskonzept auch für die Mitarbeiter. Genau, wir haben ein Hygienekonzept bzw. ein Handbuch, an das sich jeder halten muss. Also es beginnt früh, wenn wir die Kollegen einen Arbeitsplatz betreten, müssen sie vorher zum Fieber messen. Wenn das Gerät rot anschlägt, müssen sie in den Wartebereich, da wird nochmal Fieber gemessen und gegebenenfalls der Kollege nach Hause geschickt oder durchgeschickt. Und am kompletten Betriebsgelände ist Maskenpflicht. Das siehst du jetzt auch in der Produktion. Wie gesagt, wir zwei machen die Ausnahme. Wir halten die 2 Meter Abstand ein. Beim Drehen ist es immer ungeschickt mit einer Maske, deswegen machen wir nur heute eine Ausnahme. So, wir halten Abstand, so ist es. Ja, jetzt gehen wir mal in die Heiligen Hallen rein, denn ihr habt wirklich alle Gewerke, die man sich so vorstellen kann, bei einem Handwerk da. Das letzte Mal haben wir die Polsterei und die Schreinerei nicht gezeigt. Das wollen wir dieses Jahr nachholen. Und es beginnt ganz da hinten, oder? Die Polsterei ist da oben, du hörst das Tackern, da entsteht... Das ist unsere Polsterbühne. Da wird im Prinzip das Holz veredelt mit einem Leder oder einem Kunstleder. Und die Schreinerei haben wir links. Genau, die ist nämlich links, da gehen wir gleich mal rein. Und wir fangen quasi bei 0 an. Wo steht denn unser Auto? Weißt du es? Dein Auto steht ganz vorne auf Station 3 oder 4. Auf Station 3 oder 4. Ihr habt wie viele Leute hier beschäftigt? Wir sind aktuell bei 361 Mitarbeitern. 361? 361. Wow, das heißt also, wenn du jetzt Weihnachtskarten schreibst, wie viele Stunden? Ja gut, per Serienbrief geht es heutzutage relativ schnell. Boah, wie unpersönlich. Ich habe gedacht, du schreibst das jedem noch eine einzelne Widmung. Nein, leider nicht. Es war früher so, du kanntest jeden persönlich ganz am Anfang. Das geht heute oder geht's noch? Teilweise. Also in der Tat war es vor 9 Jahren noch ganz anders. Wir hatten vor 9 Jahren das Glück, dass wir alle Mitarbeiter eigentlich sehr persönlich gekannt haben. Bei 360 ist das nicht mehr möglich, aber wir versuchen trotzdem das Ganze familiär zu führen und versuchen das auch noch so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, das familiäre Umfeld. So, wir gehen mal kurz aus dem Weg. Hier Linde. Wow. Hier ist richtig Betriebsamkeit, oder? Genau, das ist ja unser Versorgungsweg hier, der auch dementsprechend markiert ist. Ja, ich liebe das. Ihr habt einen ganz starken Partner im Glasbereich, gell? Genau, die Zentrale Autoglas. Zentraler Autoglas. Und das ist ein Morelo. Das ist ein Pelles, genau.
Das ist eine Palace Liner Frontmaske, das sieht man an der Höhe. Wow, oder? Wenn man die so sieht. So ist es da. Was hochinteressant ist, die Reisemobile, es geschehen ganz wenig Unfälle mit Reisemobilen. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel auch die Versicherer die sehr günstig versichern. Man denkt ja immer, so ein Fahrzeug mit 200.000, 300.000 Euro kostet ein Vermögen. Wir zahlen etwa 700 Euro für das Fahrzeug. Es passieren wirklich wenig Unfälle. Ja, aber man muss ja auch dazu sagen, die Zielgruppe ist weit über 18 Jahre. Sprich, das sind erfahrene Fahrer und dann ist das ein LKW, der ja zwischen 80 und 100 km/h schnell ist. Deswegen ist da die Unfallhäufigkeit wahrscheinlich sehr gering. So, du weißt, wo er steht? Ich weiß, wo er steht. So weit sind wir noch nicht, wir müssen noch viel weiter nach vorne laufen. Echt? Ja. Schade, ich habe gedacht, ich sehe schon ein paar Möbelstücke. So, man muss ja auch sagen, wir haben den meistverkauften, glaube ich, Morelo überhaupt. Ja, das ist der Palace als 88 respektive als 90 LS. Genau, und den 90 LS hast du gewählt wegen den Schränken hinten, was ein sehr gängiger Grundriss ist und auf dem Daily noch unter 7,49 Tonnen liegt. Ja, das ist wichtig, denn ich bin am C-Führerschein dran, aber das kann noch ein bisschen dauern. Aber der kommt auf jeden Fall noch und wir müssen noch viel weiter nach vorne, hat er gesagt. Station Nummer 4, gell? Genau, 3 oder 4, je nach Taktzeit. So, das heißt, wir fangen gleich mal von vorne an, machen dann jeweils einen Cut und ihr könnt dann sehen, praktisch im Schnelldurchlauf mit Robert Crispins, jede einzelne Station, was ist da zu machen. Könnte der das schon sein? Der könnte es sein, aber es ist er nicht. Noch weiter vor. Ja, noch weiter vor. So, da ist er. Das ist ein Daily. Das ist ein Daily, ja. Könnte es der sein? Der könnte sein, aber ist es nicht. Also doch Station 3. Doch Station 3, genau. Das kann doch gar nicht sein. Das heißt, der hat jetzt irgendwie einen Aufkleber drauf, dass du ihn erkennen kannst? Der hat auch einen Aufkleber drauf. Wobei jetzt wird es schwer, es zu erkennen. Da müssen wir uns den Arbeitsplan mal gucken. So, da vorne sind jetzt zwei verschiedene, aber das ist schwer zu sagen. Das sind zwei verschiedene Motoren, gell? Genau, das sind zwei verschiedene Motoren. Wobei wir hier bei einem Eurocargo sind und hier bei einem Daily, also würde ich eher auf diesen tendieren. Den tippen. Genau. So, steht da drauf. So, wir gehen mal kurz mal gucken. Das ist er und dann fangen wir gleich mal an mit der Produktion. Ja, ich habe ja Komfortfahrer-Schwingensitze habe ich ja bestellt. Sind das die? Das ist der Sitz, den du bestellt hast für 3.000 Euro. Nein, das ist der Transportsitz, der kommt dann, das sieht man weiter vorne, die kommen dann raus. Es ist nur einfacher im Prinzip, das mit diesen Gestellen zu bewegen, das Fahrzeug, wie den Luftschwingsitz drauf zu montieren. Da muss man sich nur die Beschädigung und die Verschmutzungsgefahr vor Augen halten, die ja in so einem Produktionsprozess unheimlich hoch ist. Deswegen kommt der Sitz ganz, ganz am Schluss dran. So, es könnte auch der da sein, denn ich habe ja einen Gastank drin. Du hast einen Gastank drin, ja. Wobei du hast einen kleinen Gastank. Das ist ein großer. Das ist ein großer, ja, jetzt schauen wir mal. So, jetzt guckt er mal kurz rein. Ich halte mal Abstand. Das ist er, oder? Jawohl. Ich fasse es nicht. Da steht's. Medien Saarland. Und das ist der Einfahrtsplan. Das heißt, zu jedem Auto gibt es das Buch, oder? Natürlich. Es gibt zu jedem Auto ein Buch, einen Zeichnungssatz und einen Arbeitsplan. Das ist im Prinzip, ich sage jetzt mal, die Bibel in der Produktion. Das begleitet das Fahrzeug von Einfahrt bis zur Ausfahrt und wird dann am Schluss auch nochmal dokumentiert und archiviert. So, dann fangen wir damit an. Erstmal vielen, vielen Dank, Robert Crispins, Teil 1. Wie entsteht ein Morelo vom Showroom bis zur Station Nummer 1? Die Station 1 ist wo? Die Station 1 haben wir hier. Gut, dann machen wir das gleich. Station 1 bei Morelo. Bleibt dran. Tschüss. Bei Morelo sind wir heute zu Gast am 27. November 2020. Hier ist Robert Crispins. Grüß dich. Hallo Sven, servus. Ja, du hast einen riesen Vorteil. Du musst dir nicht merken, wie die Stationen heißen, denn oben drüber haben wir große Ziffern. Das ist die 1. Genau, das ist die Station 1. Das ist im Prinzip der Start des Reisemobilbaus bei uns. So, wir kommen jetzt hier rein. Genau. Da wird der Boden montiert. Da wird der Boden montiert, also unter anderem Boden 1, dann der Zwischenraum, der Keller wird gemacht, die Tanks werden verlegt, die Tanks werden verbunden, die Tanks werden auch angeschlossen und dann kommt das ganze Fahrzeug, man sieht das hier ganz gut, wenn du da mal reinleuchtest, auf den Querverschub. Also die Fahrzeuge werden bei uns alle auf eine Querverschub aufgestellt und dann mit Manneskraft nach links geschoben. Okay, das heißt, da sind Rollen drunter. Genau. Es geht einmal quer und dann wahrscheinlich nach vorne. Und dann nach vorne. Ab der Station 3 geht es dann quasi, oder ab Takt 3 geht es dann quasi komplett nach vorne bis Takt 20. So, und wenn die jetzt reingefahren werden, dann kommen die erstmal auf diesen Platz, nehme ich an. Genau, das ist die Vorbereitung.
Da wird der Rahmen gereinigt, der Boden 1 wird angelegt und vermessen. Man sieht das Schwarze, das ist alles geprimert. Du siehst, die Kollegen messen hier rum, da wird alles nochmal geprüft und kontrolliert. Weil das ist wie am Hausbau auch, das ist das Fundament für alles und das muss stimmen. Genau, es soll ja auch nicht knarzen, es muss funktionieren. Das System Morelo ist so, dass der Boden liegt direkt auf dem Rahmen auf? Genau, der Boden liegt direkt auf dem Rahmen auf. Okay. Ist das jetzt kein Problem, was so die Verbindung angeht und so weiter? Nein, bis jetzt haben wir damit kein Problem. Wir haben ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Wir haben die Ausleger, die das Ganze nochmal stabilisieren und machen da keinen Hilfsrahmen mit rein. Genau, das ist nämlich so, was viele sagen. Der Vorteil ist, das Fahrzeug wird ein bisschen tiefer und da geht es um jeden Zentimeter heutzutage. Genau. Die Fahrzeuge haben ja mittlerweile Dimensionen erreicht, die 4 Meter fast kratzen und da kommt es auf 5-6 Zentimeter an. So, also wenn die kommen jetzt von eurem Fahrzeugbauer, ja, da sind natürlich die Hubstützen schon drin. Genau, das Fahrzeug ist im Prinzip, Karosseriearbeiten sind komplett abgeschlossen. Also wir haben die Hubstützen, wir haben die Fahrwerke, wir haben die Gastanks, Dieselaggregate sind schon komplett vorkonfektioniert. So, zur Luftfederung. So, das ist jetzt, was für ein Fahrzeug ist das, weißt du es? Das schaut für mich, also in dem Zustand schwer, aber es könnte ein Empire Liner sein. Könnte ein Empire Liner sein. Er hat eine Garage mit drin, das heißt Empire Liner 7,49 Tonnen? Genau, nein, plus. Also plus. Ab 7,49 Tonnen. Ab 7,49 Tonnen. Thema Rostschutz, ja, wenn man die Fahrzeuge sieht. Ist es möglich, einen zusätzlichen Rostschutz direkt danach anbringen zu lassen? Einen Unterbodenschutz gibt es. Da gibt es auch zig Fachwerkstätten, die sich darauf spezialisiert haben. Nachrüsten? Genau. Okay. Das heißt am besten direkt dann, wenn? Genau. So, hier vorne sieht man den Boden. Der Boden, der ist komplett holzfrei. Der Boden ist komplett holzfrei, das sehen wir dann später in der Panelfertigung. Das ist ein Hartschaum, PU. Dazwischen ist das Styroform, das für die Dämmung sorgt. Und ist hier auf Untergrund Kunststoff und hier unten GFK. Das verhindert im Prinzip aggressive Salze oder das klassische Aluminium, das angegriffen wird in dem Bereich verhindert. So, ihr habt was ganz Spannendes, eine ganz große Leere. Die ist riesig. Das heißt, hier wird exakt gemessen, Es muss exakt gemessen werden. Also der Boden der muss plan liegen, da darf es keine Abweichungen geben. Weil wie gesagt, das ist das Fundament für das Haus danach. So, die Frage ist, der Boden, wie wird der jetzt anschließend verbunden mit Schrauben oder wie läuft das? Genau, eigentlich sitzt der Boden auf dem Kleber und die Schrauben werden dann nochmal hilfsweise verbunden. Du siehst das hier, wenn du da mal drauf leuchtest. Da kommen dann Hülsen rein, unter anderem, und der Kollege heftet ihn jetzt an und dann wird der Boden komplett verschraubt. Achso, der hält aber an dem Kleber alleine, der würde auch alleine an dem Kleber halten? Sagt der Kleberhersteller, wir haben es noch nicht versucht. Okay, das heißt, die Schrauben, die sind nur zur Fixierung quasi? Genau. Genau, weil die Härtezeiten bei so einem Klebstoff sind zwischen, ich sage jetzt mal, 2 bis 4 Tagen und die Zeit haben wir ja nicht. Also wir takten hier in 3,5 Stunden, da können wir keine 2 Tage warten, bis der Kleber aushärtet. Jetzt mal eine Frage, das hier ist Station Nummer 1, ist das 1A, 1B? Das ist die Vorbereitung. Das ist quasi die Vorbereitung. Man sieht, die Kollegen haben einen kleinen Vorlauf, deswegen arbeiten die vor. Und das ist für uns die klassische Vorbereitung. So, das heißt, bei euch wird ja nichts mehr gehen ohne Kleber, oder? Nein, nichts. Das ist krass. Also wenn du das Ganze siehst, das ist Hightech. War das möglich vor 20, 30 Jahren in der Form zu arbeiten? Ich glaube nicht, oder? Nicht mit der Präzision. Okay, da vorne ist eine Kartusche drin. Ja, Thema Einkauf, das ist ein ganz wichtiges Thema heutzutage. Das heißt, wenn du irgendwas brauchst, was jetzt irgendwie funktioniert, dann braucht man natürlich auch Lieferanten, die just in time liefern können. Das fängt beim Kleber an. Du wirst wahrscheinlich nicht nur eine Kartusche bestellen, oder? Nein, wir bestellen es palettenweise. Wenn du mal schaust, wie viele da drauf kommt, da kommen ja dann nochmal Abstandsösen drauf. Und dann wird durchs Auflegen dann unten nochmal abgezogen. Da sollte man, ich sage jetzt mal, nicht sparen. Ja, was die Leute festgestellt haben bei dir ist, du kennst dich wirklich aus, du weißt fast alles. Ja. Ist das hier bei den Entscheidern so, dass sie die Fahrzeuge in- und auswendig kennen? Ja, doch. Das ist die Grundvoraussetzung bei den Entscheidern hier. So, dann kommen wir mal hier ist Station Nummer 1 und das geht dann weiter. Also von der Station, da wird der Boden dann draufgeklebt, geschraubt, genau vermessen, das Fundament muss stimmen und dann geht es hier hin. Genau, dann geht es auf Takt 1. Normalerweise wird es auf die Querverschübe aufgefahren, das Chassis, und dann nur noch quer verschoben. So, hier kann man sehr schön sehen, das ist das, was viele Leute jetzt an dem Video lieben, dass man mal durchgucken kann, wenn es nicht gebaut ist. Wenn man das Ganze so sieht, fertig als Reisebus und sieht das hier so ein bisschen, ja. Noch viel schlimmer ist es bei euch unten auf dem Reiseplatz, ja. Daneben habt ihr ja die Fahrgestelle stehen. Die schweißen wirklich erstmal den ganzen Aufbau runter bei eurem Fahrzeughersteller. Die kriegen die, glaube ich, mit dem Fahrerhaus, oder? Ja, unter anderem werden da Chassis mit Fahrerhaus angeliefert, in der Regel aber als Windlauf. Und der Windlauf wird ja auch komplett demontiert. Also das Armaturenbrett kommt weg,
das Podest kommt weg und wir montieren unser eigenes Podest. So, schauen wir uns doch gleich mal an, wie das Ganze aufgebaut ist. Denn wenn er hier ankommt, dann sieht man sehr schön, die Station montiert die Tanks, unter anderem. Die Station montiert die Tanks, also wir haben hier die Wasserinstallation. Man sieht, die Kollegen haben die Rohre alle verklebt. Die Entlüftung ist angebracht, die Zuläufe sind angebracht. Wir haben hier die Tankspülung mit dabei. So, die Tankspülung. Das heißt, ich kann also das Wasser reinleiten in den Tank für eine Spülung von außen. Wie merke ich, dass er voll ist dann? Abschalten. Naja, oder es läuft über die Entlüftung, über die Zwangsentlüftung raus. Achso, da kann nichts passieren. Da kann nichts passieren, nein. Okay. So, da vorne ist der Fäkaltank. Ist links oder wo ist der? Wir haben hier jetzt den Abwassertank, hier den Fäkaltank und den Frischwassertank. Der Frischwassertank ist immer der größte. Der größte von beiden, ja. Hier vorne sieht man auch, hier ist eine Außendusche mit drin. Es ist nicht so, es ist alles wie so eine Art Lego so ein bisschen aufgebaut. Das heißt also, erst beginnt das, dann das, dann Genau, das. es ist eine sehr modulare Bauweise, die uns aber auch den Takt oder die Tankgeschwindigkeit ermöglicht. So, jetzt ist ja das Thema, ihr könnt ja einen Home anbieten für, ich glaube, Einstiegspreis beim Home, Grundpreis, wie liegt der? 170.000. 170.000. Wenn man sieht, das ist dann im Prinzip der gleiche Takt, der wird auch hier gebaut, der Home, obwohl er 170 kostet. Natürlich, die fahren bei uns, egal ob Home oder Grand Empire, alle durch dieselbe Linie. So, hier vorne sieht man die Alde. Ja, ihr schwört auf Alde, sehr zuverlässig. Alde ist sehr zuverlässig und wir haben seit Anfang an die alte Warmwasserheizung drin. Ist was anderes kann man sich in dem Segment nicht vorstellen. Ja, schön, wir dürfen überall reingucken. Du hast doch gar keinen Stress damit, dass wir hier irgendwas filmen, was da ist. Das heißt Qualität, hier kann man zugucken, Handwerk. Genau. So, ich zeige mal kurz hier so einen kleinen Anschluss, dass man mal sieht, wie das da ist. Es muss alles funktionieren. Ihr habt wahrscheinlich für viele Dinge schon viel Lehrgeld bezahlt, oder? Ohne Kommentar. Ja, ich meine, es ist ja so, wenn man jetzt sowas entwickelt, ihr habt laufend neue Fahrzeuge, die draufkommen, der Grand Empire zum Beispiel, da merkt man wahrscheinlich erst in der Produktion, wie die Abläufe sind, oder? Nein, nicht wirklich. Also wir haben ja eine sehr gute Arbeitsvorbereitung, eine Mega-Konstruktion und im Produktentstehungsprozess wird es ja im Vorfeld schon alles abgebildet und abgesprochen. Und wenn auch so ein Prototyp durch die Produktion läuft, dürfen die Standardprozesse nicht behindert werden. Von daher ist das schon sehr gut abgestimmt. So, ich halte mir hier ganz langsam drauf. Hier auf der linken Seite kommt Elektro später rein. Genau, das ist das Elektrofach, das sieht man durch die Entlüftung, damit die Wärmeentwicklung dann einfach abgeführt werden kann. Und hier vorne sieht man dann noch weitere Fächer, die da sind. Was ja ganz wichtig ist bei euren Fahrzeugen, ihr habt einen beheizten Doppelboden und hier sieht man sehr, sehr schön. Überall habe ich hier Öffnungen drin, das heißt also die Warmluft kann komplett zirkulieren. Da sind sogar Heizkörper drin. Genau, das ist im Prinzip der Schweizer Boden, wenn man da reinguckt, also wie ein Schweizer Käse, alles durchlöchert. Das ist absichtlich, damit einfach die Luft zirkulieren kann und die Wärmekollektoren, die hier eingebaut sind, dafür sorgen, dass die Tanks nicht gefrieren, auch nicht bei minus 30 Grad. Da kann nichts passieren. Das heißt also, ihr habt eine Heizung nochmal für die Tanks selber. Der schöne Vorteil ist, es gibt optional eine Fußbodenheizung. Selbst wenn ich die nicht wählen würde, der Boden wäre trotzdem warm. Genau. Okay. Aber viele wählen sie, oder? Ja, die Fußbodenheizung ist ab der Pellets-Baureihe Serie. Ist das? Ja, hier vorne sieht man sehr schön, das wird der Kofferraum. Genau, das ist dann der Laderaum, der quasi über die komplette Fahrzeugbreite durchgängig beladen werden kann. Ihr habt euch viele Gedanken gemacht, wie kann ich so ein Fahrzeug leiser machen. Es gibt da noch so ein extra Paket, dass ich sag mal, das Chassis nochmal dämmen kann. Das bedeutet, da kommen noch mehr Armaflex, Isolierung und so weiter drauf. Das gibt so ein ich sag mal, Schalloptimierungspaket, das man bei uns mit dazu bestellen kann. Da wird im Prinzip der Radlauf des Armaturenbrett nochmal separat gedämmt. Da sieht man es hier sehr, sehr schön. Hier ist es nicht montiert und bei meinem ist montiert. Genau, bei deinem ist montiert. Ja, ich bin nämlich der totale Fan von wenig Schall und da kann man es direkt mal sehen, das ist das Schalloptimierungspaket, was hier auf der Seite drauf ist. Und das ist zwar nur so klein, aber der Vorteil ist, später kommt man nicht ran. Genau, also du siehst, hier wird im Prinzip alles isoliert. Die Seitenwand wird später isoliert und die Verbindung wird komplett zugemacht. Ist nicht ganz billig, das Paket, also wenn man das jetzt ordert, aber man fährt ja den ganzen Tag mit stundenlang, das macht viel aus. Ja, es macht viel aus, aber du siehst auch, das ist reine Handarbeit. Also der Boden 1 hier wird komplett per Hand isoliert. Also es sind keine Stanzteile, die man zuschneiden oder fertig bestellen könnte, sondern es ist alles Handarbeit. Da wird jedes Loch ausgeschnitten und dann manuell beklebt. Ja, das ist uns das Medien-Saarland-Fahrzeug. Ich bin ganz beeindruckt. Ja, habt ihr ab und zu schon mal Montagsfahrzeuge? Gibt es sowas überhaupt noch? Nein, Montag produzieren, wenn ich das weiß. Nee, du lachst jetzt, aber das jetzt einer. Ich hab das öfter mal mich mit Leuten unterhalten, wenig Morelos, muss ich sagen, die gesagt haben, hey, ich war schon 100 Mal in der Werkstatt, die werden des Problems nicht Herr. Die Klappen schließen nicht, das geht nicht, das zirrt und so weiter. Da habt ihr wenig Probleme mit. Also
Probleme haben wir, glaube ich, alle mit. Also mit alle meine ich die ganze Caravan-Branche. Was man hier nicht verkennen darf, du siehst ja mal in die Produktion, es gibt hier keinen einzigen KUKA-Roboter, der irgendwelche Prozesse übernimmt, sondern hier arbeiten Menschen. Und es ist so, wo Menschen arbeiten, passieren leider auch Fehler. Wir haben zwar viele Prüfeinrichtungen und Kontrollstellen, um das zu verhindern, aber es lässt sich nicht immer verhindern. Ich glaube, das Wichtige ist der Umgang mit dem Fehler danach. So, ich zeige es mal gerade. Der Kleber, der hat ja eine gewisse Abbindezeit. Wie viel Zeit haben die? Ja, die können da jetzt eine Stunde werkeln ohne Probleme. Okay, das heißt, die können das exakt machen mit allem drum und dran. Genau, da kommen jetzt Abstandshalter noch mit rein, die verhindern, dass der Kleber komplett rausgepresst wird. Also die haben sie vorher mit reingeklebt, das heißt, das Auto ist fertig. Also die vermessen jetzt, richten aus und dann wird es festgeschraubt. Ja, Station 1, respektive 2 sind wir hier vorne da. Wir sind bei Morelo heute am 27. November 2020 zusammen mit Robert Crispins. Vielen Dank erstmal für die Station 1. Gerne, gerne. Ciao, ciao. Wir sind bei Morelo in Schlüsselfeld. Hier ist Robert Crispins. Grüß dich, Robert. Hallo Sven, servus. Ja, Sie sehen aus wie ein Ei der andere, aber es sind doch zwei ganz verschiedene Fahrzeuge. Auf der linken Seite ist ein Daily, auf der rechten Seite auch ein Daily. Nee, ein Eurocargo. Ein Eurocargo. Also hier sieht man es auch mal, man kann es eigentlich als Fachmann schon erkennen. Ich glaube, die Reifengröße ist schon mal anders. Die Reifengröße, die Motorposition und die Podesthöhe. Das ist ein Daily, wenn Sie kommen. Das bedeutet, das Fahrerhaus ist nicht dran. Ich habe auch ganz oft gesehen bei anderen Herstellern, die verwenden noch das Original Cockpit. Das macht ihr nicht? Nein, das haben wir im Prinzip von Anfang an nicht gemacht. Wir montieren unser eigenes Armaturenbrett mit unserem eigenen Plateau. Also man sieht es hier. Wir verändern ja die Position vom Fahrersitz, schieben das Ganze Richtung Frontscheibe und erhöhen das Ganze, was natürlich einen unheimlichen Komfort darstellt. Unglaublicher Aufwand. Für alles muss ein Werkzeug produziert werden, alles in GFK nehme ich an? Genau, alles in GFK, alles mit Werkzeugkosten verbunden, aber die Fahrzeuge sind ja nicht ganz billig. So, hier sieht man, in beiden Fahrzeugen ist die Komfortschallisolierung bestellt worden, was ein ganz wichtiges Teil ist. Sie wird von Hand montiert. Das ist übrigens unser neues Senderfahrzeug, wie es da ist. Also jetzt mal in der Explosionsdarstellung in echt quasi. Genau. Stark. Also wenn man das so sieht. Mega, ich bin jedes Mal erneut beeindruckt. So ist das ja. Die Zeit hast du normalerweise nicht, immer so ganz langsam mal durch die Produktion zu gehen. Aber du hast zu mir gesagt, naja, das nehme ich mir jetzt mal, wir zeichnen das mal auf für alle, dass man es mal sehen kann. So das Thema Schallisolierung und Komfort, das so Pkw-ähnliches Fahren, das lieben die Leute bei Morelo. Das heißt, man hat im Prinzip so ein Geräuschniveau fast wie ein Pkw. Fast, sage ich jetzt mal. Wir haben da natürlich, man darf nicht vergessen, es ist ein Transporter-Chassis, das nichts mit einer Automotive-Pkw zu tun hat. Aber wir versuchen das bestmöglichst zu optimieren. Und über die Zubehör, Schallisolation oder optimierte Schallisolation haben wir das, glaube ich, ganz gut im Griff. So, ich zeige mal gerade hier vorne rein, das kann man auch öffnen. Ihr habt das Cockpit im Laufe der Zeit ein bisschen verändert, ist jetzt ein bisschen kürzer und flacher. Genau. Du siehst auch hier, die Kollegen kleben hier alles mit Schall aus, damit so viele Schallbrüche wie möglich im Fahrzeug verbaut sind. So, und das Ganze sieht man also hier vorne. Es gibt es einmal mit und einmal ohne. Das haben wir eben schon mal gezeigt. Hier ist es nicht montiert, aber es ist viel Handarbeit. Und wenn man hier so einen Radlauf sieht, das ist natürlich klar, wenn ich direkt darüber sitze, über dem Radlauf und habe dann nochmal, ich sag mal, eine Schallisolierung mit drin, das bringt richtig viel. Ja, natürlich. Wir haben hier bei den Reifen einen Rollwiderstand und die Geräuschentwicklung wird dadurch klar gebrochen. So sieht man es, ja, das ist das Cockpit. Hier sieht man auch nochmal die ganze Station, die hier da ist. Das hier ist eine Barversion, unschwer zu erkennen. Genau, eine Barversion. Der Rahmen ist mit dem Sitz nach unten hin verbunden. Und die Durchreiche leidet natürlich ein bisschen, aber wir versuchen das so gering wie möglich zu halten. So, die Barversion ist gerne bestellt bei euch? Ja, der Anteil ist, ich sage jetzt mal, fast 50%. Da entscheidet der Kunde individuell. Sag mal, wer kam denn auf den Namen Barversion? Das weißt du nicht, oder? Nein, den Namen gab es schon tatsächlich, schon bevor ich in die Branche gekommen bin. So, wir kommen hier Stationen 2 und 3. Was wird hier gemacht? Wir sehen, die Fahrzeuge sind relativ fertig. Das heißt, wir haben einen relativ späten Taktzustand. Die Wasserinstallation ist abgeschlossen. Der Zwischenboden ist fertig konfektioniert. Und da hinten geht es dann in die Gas- und Elektroinstallation. Ihr habt Fachleute für alles. Wechseln die auch schon mal die Stationen, die Fachleute? Ja, ich sage jetzt, das klassische Job Rotation steht bei uns natürlich ganz oben. Wir versuchen nicht ganz unnützig die Leute rotieren zu lassen, weil desto mehr Know-how sie sich über die Gewerke aneignen, desto besser ist es.
Ist Edelstahl hier, der Defender hier. Guck mal gerade. Der ist ja schön. Du meinst den Teller? Ja, den Teller. Genau. Nee, hier oben, hier, das Teil. Das ist Edelstahl. Das ist Edelstahl. Das ist der Spritzschutz nach hinten dann. Aus Edelstahl? Aus Edelstahl. Nee, nicht aus Plastik. Nein, nicht aus Plastik. Hier vorne auch. Hier vorne auch. Das wird dann im Fahrzeug nochmal schöner verkleidet, das können wir an einem fertigen Fahrzeug sehen. Hier haben wir einen isolierten Radlauf, also das sieht man vielleicht optisch nicht, aber wenn man hinlangt, das sind 3 cm. Hier ist nochmal Isolation dazwischen, Okay. was nicht nur den Schall, sondern auch, ich sage jetzt mal, die Kälte draußen lässt. Achso, ich dachte, dass wenn man während der Fahrt hinten schläft, dass man besser schlafen. Nee, man darf ja eh nicht Das ist schlafen. nicht zulässig, nein. So, das ist dann der Kofferraum hinten, die Garage? Das ist Die ist abgesenkt. Die ist abgesenkt, wie bei allen Fahrzeugen, und mit einer großen Garage dann, mit der großen Klappe dann zugänglich. Ja, just in time, in Zeiten von Corona war das ganze Thema Durchgängigkeit von, ich sag mal, Jobs und so weiter gestört. Es kamen Teile nicht an. Ja, die Lieferketten waren natürlich ein ganz, ganz großes Thema dieses Jahr. Wir haben Länder, die in einen harten Lockdown gefahren sind. Und das war ein reinstes Desaster, aber wir haben ein tolles Team, das uns da wirklich ganz, ganz gut durch die Krise geholfen hat. Es haben alle zusammengeholfen, wir haben alle zusammengepackt, haben dann auf kurzen Wege, egal ob jetzt Konstruktion oder Einkauf, neue Wege gesucht, um die Lieferengpässe so gering wie möglich zu halten. Wenn ich eine Anhängerkupplung haben möchte, am besten gleich mitbestellen. Ja, der nachträgliche Einbau ist relativ schwer, deswegen empfehlen wir zumindest die elektrische Vorbereitung, weil dann hast du die Elektrik schon mal hinten und dann kann man den Bock kann man immer noch montieren. Ja, das heißt, da ist eine Rahmenverlängerung dran. Es bestellen viele mit Kupplung, oder? Ja. Und man sieht, der vorne hat wieder keine. Ist das eine Sparversion, die kommt? Nein, das ist keine Sparversion. Es gibt Kunden, die fahren per Du keinen Hänger und dann bestellen die auch keinen. Also aber man sieht ja, die Anhängerkupplungsvorbereitung bestellt, weil die Elektrik, ist schon da. Genau, weil die Elektrik liegt hinten. So, da hat es einen großen Gastank dabei. Wir haben einen kleinen Gastank. Wir haben uns entschieden nochmal für eine Dieselheizung, die also zusätzlich über den Wärmetauscher nochmal versorgt. Wärmetauscher sind grundsätzlich bei euch immer eingebaut oder ist das eine Option? Nein, der Wärmetauscher ist Serie bei allen Modellen. Bei allen Modellen. Wenn du mir mal kurz sagst, was ist ein Wärmetauscher? Ein Wärmetauscher, so jetzt zeigen wir jetzt. Der ist hier noch nicht eingebaut, glaube ich. Doch. Zeig mal. Hier sitzt er. Das ist der Wärmetauscher. Genau, der Wärmetauscher. Der sorgt dafür, dass das warme Wasser durch das komplette Fahrzeug zirkuliert. Also wir nehmen im Prinzip hier die Motorwärme und speisen sie in die Zentralheizung ein. Sprich, wir nutzen die 90 Grad, die vom Motor vorne kommen, dämmen die ein bisschen, also wandeln die in 70 Grad und jagen sie durchs ganze Fahrzeug. Das heißt, wenn der Motor läuft, kannst du dein Fahrzeug ohne weiteres auf 25 Grad erwärmen. Ich habe das schon probiert. Ich habe einfach mal die Alte ausgeschaltet, habe die Zirkulation angelassen und es war wunderbar warm. Genau. Du hast hier deinen Hahn. Also man kann es auf Sommer- und Winterbetrieb einstellen. Im Sommer macht ja eine Heizung keinen Sinn. Das heißt, wenn ich den jetzt im Sommer auf kalt stelle, habe ich die Heizung hinten nicht am Laufen, was Sinn macht. Und im Winter oder in den kälteren Wintermonaten kann ich es aufmachen. Und wenn ich während der Fahrt nutze ich die Motorwärme, um das komplette Fahrzeug zu heizen. Schön. Ja, ihr habt ja noch keine Erfahrung. Euch gibt es ja erst seit 10 Jahren. Aber ihr habt die Fahrzeuge, die 2010 gebaut worden sind fast alle noch auf der Strecke, oder? Ja, alle. Bis auf die Nummer 1, die haben wir in der Ausstellungshalle. Echt? Ja, die Nummer 1 haben wir uns damals gekauft vor 2 Jahren. Weil wir da einfach gesagt haben, das ist so der Ursprung. Ihr habt die 1 zurückgekauft? Wir haben die 1 zurückgekauft, ja. Hat der das gewusst? Der hat es gewusst. Das hat sich im Wiederverkaufswert natürlich wiedergespiegelt. So, das hier ist der Diesel-Einfüllstutzen? Genau. Diesel-Einfüllstutzen und die Entlüftung, 2 separate Schläuche. Sprich, wenn unten Diesel reinläuft, kommt oben die Luft raus. Ja, das ist nämlich so, es gibt einige Fahrzeuge, die ich schon selber erlebt habe. Da kannst du gar nicht schnell genug tanken, weil die Entlüftung irgendwie blöd angebracht ist. Aber hier kannst du tanken, sogar mit LKW-Rüssel geht. Genau, ohne Probleme. Und wir haben ja jetzt hier den 200-Liter-Tank, der auch für eine enorme Reichweite sorgt. So, Luftfederung, die ist hier eingebaut. Genau. Wir haben hier eine Luftfederung. Ich bilde mir ein, bei dir hat man die Vollluftfederung vorne und hinten, die dann hier mit den Belgen funktioniert und ist eigentlich für den Komfort, den man während der Fahrt hat, unumgänglich. So, das können wir gleich mal sehen, denn es ist einiges, was hier kommt. Ich gucke mal gerade rüber. Was ist jetzt hier an der Position schon anders als drüben? Als da drüben? Wir haben jetzt hier, jetzt muss ich mir selber mal einen Überblick verschaffen. Wir haben hier natürlich die
Entwässerung komplett schon integriert, also die Entsorgung. Dann haben wir hier abgeschlossen, also du siehst hier keine Rohre mehr, bis auf die 2, die dann nach oben gehen in die Küche. Ansonsten die Heizung ist montiert, die Heizung ist auch angeschlossen. Ich habe SuperSense bestellt, weil du zu mir gesagt hast, musst du unbedingt haben. Außerdem war das Kreuz hier noch frei auf der Liste. So ungefähr, ja. Was ist SuperSense? SuperSense, das ist eine Messsonde, die einfach einen prozentualen Füllstand anzeigt. Weil wir haben, warte mal, jetzt schauen wir mal, ob wir das an dem Tank sehen. Wir haben, wenn du hier guckst, haben wir die Ultraschallsonden, die natürlich nur in 25% Schritten zeigen. Sprich, ob der Tank 25% hat, 50, 75 oder 100. Das ist bei 250 oder 300 Litern nicht immer einfach. Und hier haben wir die Möglichkeit, dann in Prozentschritten das anzuzeigen. Das ist auch das, was viele nachrüsten können. Ist nachrüstbar, gar keine Frage, aber hier ist es ab Werk möglich? Hier ist es ab Werk, sprich du hast kein nachträgliches Gebastel. Du siehst, es ist bei uns hier fest integriert. Der Stutzen, der vom Schlauch kommt, ist mit der SuperSense komplett angebunden. Okay, das heißt, der Auftrag hier für die Rohre und für die Zulieferung, der kommt sofort, nachdem das Fahrzeug eingestellt wurde bei euch im System? Genau. Stark. Das sind so kleine Details, die man sieht. Ja, die Tanks selber, da haben wir schon mal drüber berichtet, da kommt man anschließend nicht mehr gut ran. Das heißt, die müssen funktionieren. Die müssen funktionieren, die werden auch alle befüllt. Also die Tanks werden bei uns komplett voll gemacht und erst am Bandende wieder entleert. Okay. Ist ganz selten, dass mal was vorkommt, aber dann wird es schon ein bisschen schwieriger, aber ihr habt damit gar kein Problem, oder wenig? Nein, das Fahrzeug ist so konzipiert, wenn du jetzt mal nach hinten guckst, wir fangen von hinten an durch die große Garage, demontieren das erste Schottbrett und ziehen im Prinzip von da raus. Okay, das heißt, sollte mal irgendwas passieren, man kommt noch mal ran? Ja. Ist aber schon so ein bisschen wie einfädeln? Ja, da muss der Schlankeste in den Zwischenboden rein, um den Tank rauszuziehen. So, hier vorne sieht man es, Fußbodenheizung, auch das ist eine Herausforderung? Ja, aber das ist jetzt unser täglich Brot. Das ist also wie zu Hause quasi? Genau, das ist wie zu Hause, also mit der Besonderheit, dass wir hier 12 Volt haben und 230 Volt. Wir haben hier Strom und Gas. So, hier vorne sieht man es, Elektrik. Auch das ist mit hohen Strömen verbunden. Wir sind ja Niedervolt hier. Genau, wir haben hier 230 Volt und das sieht man dann später, das ist wie im Prinzip in dem Keller, jeder, der in seinen Heizraum geht und einen Elektroschrank aufmacht, das ist dasselbe Prinzip. Hier vorne sieht man es links. So, wir stellen es mal gerade hier vorne hin. Ihr reinigt permanent oder ist das jetzt nur, weil die Kamera da ist? Nein, die Ordnung und Sauberkeit ist bei uns das höchste Gut, das sich dann auch in der Qualität der Fahrzeuge widerspiegelt und das wirst du jetzt im kompletten Produktionsprozess mitbegleiten. So, hier sieht man es. Ja, das ist das Cockpit, das kommt fix und fertig so angeliefert und das Komfortlenkrad ist dran. Das ist also auch wichtig. Es gibt ja viele Änderungen, die dann vom Hersteller kommen, wo es dann heißt Abstandstempomat, Spurhalteassistent und so. Die kann man nicht alle immer sofort umsetzen, oder? Nein, die Chassishersteller ist das eine und wir das andere. Wir müssen das natürlich, wenn man bedenkt, dass man das komplette Fahrerhaus, das serienmäßig drauf ist, demontieren. Wir verändern die Positionen, wir verändern die Winkel. Von daher ist das eine komplette Neuentwicklung. So, das ist Eurocargo. Das ist ein Eurocargo, ja. Ganz anders, oder? Das ist ein 24 Volt LKW-Chassis, der mit dem 12 Volt Transporter eigentlich wenig zu tun hat. Ja, ihr bietet jetzt neuerdings seit neuestem mit dem Loftliner ein Fahrzeug auf 7,49 Tonnen auf Eurocargo-Basis. Man sieht auch schon, man sitzt noch mal ein bisschen höher. Genau, man sitzt ein bisschen höher. Man hat hier den Vorteil, dass das ein vollwertiges LKW-Chassis ist, sprich ich habe die Druckluftbremsen, ich habe einen anderen Rahmen, ich habe einen anderen Motor. Der Nachteil ist natürlich dann die Zuladung, weil das Fahrzeug wiegt schon in der Basis um einiges mehr. So, hier sieht man es. Das ist jetzt Station 2 und 3, die wir jetzt gesehen haben. Und jetzt kommt so nach und nach, kommt ein bisschen mehr. Bis gleich, bleibt dran. So, ich halte noch mal ganz kurz für die Abmoderation. Eurocargo, Chassis und hier ist das Cockpit. Vielen Dank, Robert, erstmal. Gerne. Ciao. Super B. Lithium wird hier eingebaut. Wir sind an Station 4, 5, eventuell sogar 6. Hier ist Robert Crispins, grüß dich. Hallo Sven, servus. Ja, wir gehen Station für Station mal durch und am 27. November 2020 wird hier eifrig gearbeitet. Genau, du siehst, die Kollegen sind fleißig am Zusammenbauen der Fahrzeuge. Hier befinden wir uns in dem Bereich Elektro, sprich die Grundelektrik wird eingebaut. Das ist wie im Rohbau Kabelstrippen ziehen.
je nachdem, was der Kunde sich gewünscht hat, wird hier dementsprechend umgesetzt und verlegt. Das sieht man hier. Das heißt, man kann ja jedes Fahrzeug bei euch, ich sag mal, komplett konfektionieren, wie man das gerne hätte. Das ist natürlich ein Wahnsinn, was die Prozesse angeht. Genau. Das ist ein Wahnsinn. Also für den Kunden natürlich unheimlich komfortabel, für die Produktion nicht, weil da kein Prozess so ist wie der andere. So, ihr habt alle unglaublich viel, ich sag mal so, eigenes Anstreben, wie die Qualität später sein soll. Das heißt, auch wenn man jetzt hier sieht, hier sind die Kabel noch rum und so weiter, das wird am Ende des Tages alles so verlegt, dass der Elektriker sagt, hey, da kann ich stolz drauf sein. Genau, im Prinzip wird jedes Kabel einzeln vermessen am Schluss bei der Elektroprüfung und das, was jetzt noch wie Kabelspaghetti aussieht, wird am Schluss perfekt im Fahrzeug integriert sein, sodass du es eigentlich gar nicht mehr siehst. Recycling, wie viele Kabel gehen denn so verloren? Das heißt, die Optimierung der Längen ist natürlich, das geht ins Geld, wenn ihr die zu lang bestellt. Genau, auch da sind wir natürlich bestrebt, die Kabelstränge für Baureihen abzustimmen, um da natürlich die Verschwendung so gering wie möglich zu halten. Weil Kupfer ist nicht gerade billig und Effizienz steht bei uns immer ganz oben. Recycling, ihr habt überall Tonnen, hier wird unglaublich viel recycelt. Genau, wir recyceln nicht nur, du siehst auch hier, der Müll wird getrennt, also Papier, Folie und Restmüll. Für Kabel gibt es dann nochmal einen separaten Behälter. Und das gilt durch die komplette, also eigentlich im kompletten Unternehmen. Egal ob jetzt im Büro oder in der Produktion, wird komplett Müll getrennt, was uns natürlich dann die Entsorgung auch einfacher macht. Super B, man hört unglaublich viel Gutes über Super B. Ihr seid zufrieden? Ja, Super B haben wir jetzt seit, ich glaube, über 2 Jahren im Einsatz und ein Top-Partner für unseren Bedarf. Wir haben jetzt die Kapazität von 160 auf 210 Ampere mit Modelljahr 21 erhöht. Hier vorne stehen Sie. Ja, das Ganze ist auch sehr einfach zu bedienen, muss man sagen. Also für eure Reisemobile optimal. Ihr habt ja kein Kreuzfahrtschiff, oder? Ja, aber nicht weit weg. Ne? Ja, ich sage jetzt mal mit 3000 Gästen oder 5000 Gästen, so ist es ja nicht. Hier vorne sieht man, großes Thema ist Elektrik, was hier kommt. Das ist unglaublich viel Arbeit. Wenn man so denkt, man baut sich eben mal so ein Reisemobil selber. Es gibt ja unglaublich viele Videos im Netz, die sagen, ich baue mir mal ein Reisemobil. Viel Spaß, oder? Nee, gerne. Also es gibt viele Individualausbauten. Die machen das auch gut, oder? Natürlich, aber das kann man damit nicht vergleichen. So, alte Flow, auch da, die ist natürlich entkoppelt am Boden, denn das sind so Kleinigkeiten, die es ausmachen später. Genau, das ist dann die Schalloptimierung, weil die Pumpe vibriert natürlich und dann überträgt es da unten durch die Gummifüße nicht so stark. Ihr habt kein Ausgleichsgefäß drin. Ist das nicht gewünscht von den Kunden? Brauchen wir nicht. Nein. Nö, eigentlich nicht. Ausgleichsgefäß haben wir ja in der Heizung integriert. Okay. Und im Wasserstrom ist das eigentlich nicht wichtig. Das heißt, die taktet auch seit Jahren, taktet die bei mir schon zumindest mal ein Jahr vollkommen problemlos. Was ist das hier? Ist das eine Flow? Das ist eine alte Flow, das ist ein zusätzlicher Warmwasserboiler. Den habe ich auch bestellt. Genau, den hast du bei dir auch drin. Der bevorratet im Prinzip das Warmwasser, dass man, ich sage jetzt 2-3 Mal hintereinander duschen kann, ohne dass es kalt wird. Ja, es wird nämlich relativ schnell kalt. Jetzt werden Leute wieder sagen, Mensch, du hast aber Luxusprobleme, aber es ist so, die 8 Liter, die dann da kommen und man kann ja duschen bei euch wie zu Hause. Ja. So, hier vorne sieht man es, auch hier wieder mal eine Barversion. Genau, hier wieder mal eine Barversion. Da ist er. Auch hier wieder Komfortlenkrad mit drin, das kleine schöne Lenkrad. Multifunktionslenkrad, dass man dann im Nachgang natürlich A, die Fahrsicherheitsassistenten damit steuern kann und B, das Radio oder das Handy. Das war früher auch nicht so. Da hat ihr ein schönes Lenkrad, schön groß und griffig, aber ohne Tasten. Ja, das eine Hupe hat's. wir gehen mit der Zeit und in der Automotive ist das ja schon seit Jahren Standard. Jetzt hat Iveco Daily nachgelegt und wir setzen es natürlich mit um. Ja, hier vorne gehen wir weiter. Das ist Nummer 5. Was geschieht hier? Man sieht jetzt, die Kabel werden aufgeräumt, also es wird jetzt im Prinzip Ordnung gemacht. Und dann beginnt es hier mit der Gasvorbereitung, dann kommt der Boden 2, der da vorne lagert und dann geht es in den Modulbau im Prinzip an die Möbel ran. So, jetzt wird aufgeräumt, das was wir eben schon gesehen haben mit den Kabeln, die rumlagen, die sind jetzt schon weg. Genau, die Fertigungsstufe nimmt jetzt nochmal ein anderes Niveau an, sprich wir machen hier die Sicherungsautomaten rein, die Kabel werden verräumt, die Kabel, du siehst, das ist alles beschriftet, alles irgendwo angehängt und dann geht es weiter. Ja, ihr habt auch Pläne für alles, das heißt die Leute, die hier kommen, es gibt ein Baubuch fürs Fahrzeug, da ist alles nochmal wie beim, ich sag mal, Bau von einem Hamburger beschrieben. Genau, also es gibt für jedes Fahrzeug im Prinzip ein ja, du hast es gerade genannt, Baubuch,
oder eine Arbeitsmappe und da ist alles hinterlegt. Ja, Leerrohre. Also ich habe sie eben noch vermisst, jetzt sind sie da. Genau. Das ist natürlich auch klasse, da reibt nichts aneinander. Man könnte sogar noch was nachziehen, theoretisch. Genau. Gut. Was auch der ein oder andere schon mal macht, denn ich sag mal, erst kommt der Geschmack beim Essen. Unserer ist jetzt relativ voll ausgestattet, aber man kann vieles noch nachrüsten, es geht. Oh, bei dir nicht. Nee, ich meine es bei anderen. Ach so, ja. Ja, So. natürlich. So, der Tank ist nicht ganz ausgenutzt. Was ist hier mit dem Platz? Was geschieht mit dem? Der ist frei. Der Platz ist A frei, weil der Kunde die Option gewählt hat, im Prinzip klein, aber wenn der Kunde die Option wählt, einen großen Tank, dann wird es hier noch integriert, aber in der Modulbauweise, in der wir uns bewegen, ist das dann im Prinzip Luft. Okay, das heißt, das wäre die Möglichkeit, wenn ich nach Luxemburg fahre, ein paar Zigaretten mehr mitnehmen möchte, das wäre Ihr Platz gewesen? Da kommst du nicht hin, weil der Boden komplett geschlossen ist. Okay. Es ist auch nicht möglich, man sieht ja bei anderen Fahrzeugen, die haben eine Luke nach unten mit so durchreichbarem Stauraum. Das macht ihr gar nicht. Nein, wir haben ja die Fußbodenheizung Ja. und da kann man nicht einfach irgendwelche Luken integrieren. Stimmt, das ist ein gutes Argument. Die anderen haben das nicht. Das stimmt. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, die sagen zwar auch, es wird warm, aber wenn du hier sitzt, in der Barversion oder auch nicht, ja, und die Füße sind schön warm und du merkst richtig, wie es da durchströmt, das sind so Sachen, da fährst du auch gern bei minus 10 Grad an Urlaub. Genau, dann hast du immer warme Füße. So ist das. Ja, Nummer 5, jetzt stehen wir hier, Schritt für Schritt. Wir gehen mal kurz rüber, das zeigen wir auch gleich mal. Hier wurde gerade rübergeschoben. Genau, die haben gerade getaktet, das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Die Taktverzögerung ist bis zu einer Stunde, bis zu 1,5 und jetzt takten die Kollegen im Prinzip hinten nach. Die Ja, Arbeitsplätze werden vor jedem oder nach jedem Takten nochmal gereinigt, das ist das, was wir sehen. Aber das machen die jetzt nicht extra für dich, sondern das ist ein Standardvorgang. Es gibt eine Abnahme, sprich die Station davor nimmt das Auto danach ab und prüft das Ganze nochmal. So, jetzt eine ganz kurze Frage, das Thema Prozessoptimierung ist bei euch ein mega Thema, oder? Wir haben mittlerweile ein Lean-Team, das aus 3 Mitarbeitern besteht, die Prozesse bei uns eigentlich das ganze Jahr über optimieren und angehen. Weil man muss sich das so vorstellen, mit jeder Modelländerung, mit jeder Materialanpassung kann es sein, dass der Prozess, der vorher funktioniert hat, nicht mehr zeitgemäß ist. Dementsprechend begleiten die Stationsleiter, also die haben dann ihre Fachabteilung, die das Ganze analysiert und dann dementsprechend umstellt. Also ich sehe ab und zu mal so Videos in YouTube, wenn jetzt Afrika, die fahren so LKWs mit so einem kleinen Sitz. Er hat den mal gerade gefahren, da war kein Sitz drin. Das heißt, er fährt ab hier mit eigenen Rädern. Genau, weil du siehst, die fahren vorne schon mit eigenen Rädern ein. Hier wird jetzt nur der Boden aufgelegt, deswegen haben die Kollegen den Sitz demontiert. So, hier kommt der Boden drauf. Das heißt, der nächste Schritt, der wird wahrscheinlich gleich kommen, der Boden? Genau, der Boden wird hier angeliefert, deswegen ist es hier so leer. Und dann wird er hier mittels Kran, also über dir ist der Kran, wird er hier mittels Kran aufs Fahrzeug gehoben und montiert. So, das werden wir gleich mal zeigen. Nummer 6 und 7. 2 tolle Stationen zusammen mit Robert Crispins am 27. November 2020. Und ja, vielen Dank, Robert. Bis gleich. Gerne. Ja, der Wahnsinn. Das ist ein Boden unten drunter und hier ist Fußbodenheizung drin. Genau, das ist jetzt der Boden 2 mit einer Fußbodenheizung. Du siehst die Rohre wie im Haushalt auch, die dann unterm Estrich verschwinden. Und wir machen da noch Wärmeleitbleche dazwischen, damit die Wärme noch weiter in den Wohnraum strahlt. Arbeitet mit allen Tricks, oder? Genau. Man merkt das nämlich auch, also es gibt so Stellen an dem Reisemobil, ich gehe mal kurz auf die Seite, da wird es auch richtig schön warm und ihr habt die Stellen natürlich gewählt, wo die Füße auch immer sitzen, gell? Genau, also du siehst jetzt hier, wenn da mal eine Zeit lang nichts ist, da steht die Möbel drauf und die müssen wir nicht extra beheizen. Ja, das ist im Zweifel sogar kontraproduktiv, je nachdem was drin ist, man will es ja nicht warm haben. So, und hier vorne sieht man die Maschine, das ist Hightech. Das ist Hightech, wir haben hier das Paternoster, wo das Grundmaterial oder die Aluminiumrollen drin sind und die Arbeitsbühne. Die Kollegen fertigen auch hier alles nach Zeichnung. Ihr habt 2 verschiedene Materialstärken, je nachdem was für ein Auto es ist. Genau, wir haben 2 verschiedene Materialstärken und natürlich dann Aluminium und GFK, weil auf dem Dach und Unterboden, haben wir jetzt vorhin gesehen, verwenden wir GFK. So, wir filmen heute am Freitag extra, denn gleich ist Feierabend. Ihr seid nett zu euren Mitarbeitern, die müssen hier nicht freitags bis um 20 Uhr schuften. Nein, wir haben unter der Woche machen wir immer eine halbe Stunde länger, um am Freitag dann 2 Stunden früher zu gehen. Made in Germany, warum werden die nicht in Taiwan gebaut, die Fahrzeuge? Also Taiwan weiß ich nicht. Ja, aber Fernost hört man ja immer öfter. Ich sag mal so, Mercedes-Benz geht den Weg, die bauen jetzt da unten die ersten Fahrzeuge. Es geht gar nicht, oder? Nein, wir sind ja auf dem Niveau unterwegs. Wir könnten das gar nicht zukaufen und dann hier exportieren. Also der Standort Schlüsselfeld
war von vornherein immer klar für uns, dass wir hier bleiben und auch hier investieren. Ich habe dich überrascht jetzt, oder? Mit Taiwan. Wie kommt der auf die Idee? Wenn wir Klamotten herstellen würden, würde ich es ja noch nachvollziehen, aber bei Reisemobilen, ich weiß nicht, haben die PKWs ja, ne? Ich sag mal nur so Beispiele. Ich habe dich gebeten, hey, kann ich mal den und den Boden haben? Ich hätte gerne einen anderen Boden. Jetzt, lieber Robert, wo wir uns doch so gut kennen. Da hast du mir geantwortet, geht nicht, weil ich bestelle nicht nur eine Rolle. Du bestellst Hunderte, oder? Wir lassen den Boden ja für uns fertigen. Du siehst das auch hier, wenn wir jetzt hergehen. Hier ist das Paternoster. Ja. Das ist die Auswahl an. Warte mal kurz. Wir gehen mal kurz dahin. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja wie im Baumarkt hier so ein bisschen, oder? Genau, das ist ähnlich wie im Baumarkt. Wir haben natürlich auch noch alte Dekore drin, die wir wegen am Ersatzteil noch bevorraten. Aber dann haben wir auch neue Dekore. Das ist jetzt im Prinzip ein neues Dekor. Da Das ist der Schokoboden? Genau, da oben haben wir das neue Dekor. So, ich habe ja Schoko bestellt. Genau. Und hier ist der neue, schau mal. Das ist der neue Cappuccino-Boden. Nein, du Das hast einen ist- Cappuccino-Boden. Ich habe einen Cappuccino. Okay, Cappuccino-Boden. sicher. Ja, weiß ich, weil wir haben lang drüber gesprochen. Okay. Der war dir zu dunkel. Weil in der Auftragsbestätigung stand Schoko drin. Sicher? Egal. Ich nehm das, was kommt. Ich bin ja ein netter Kunde, muss ich dazu sagen. Das heißt, also geht schon mal was schief, dass ihr was bestellt und dann bauen die was anderes ein? Ja, ich meine, die Kommunikation funktioniert leider nicht immer. Es kann sein, dass der Kunde A meint und wir B verbauen. Aber da ist auch... Man muss dreimal gucken, man muss dann unterschreiben. Das heißt, also der Kunde hat es im Zweifel freigegeben. Genau, es gibt den Kaufvertrag, dann gibt es die Auftragsbestätigung und bevor wir das Reisemobil produzieren, gibt es noch eine finale Freigabe des Kunden. Der Kunde muss dann im Prinzip die Position durchgehen und unterzeichnen. Sag mal, viele Händler bestellen ja auf Lager, muss man sagen. Es geht ja gar nicht mehr anders. Ansonsten hätte es ja gar keine Fahrzeuge mehr da. Wie viel Prozent der Fahrzeuge werden denn auf Kundenwunsch individuell gebaut und wie viel hat der Händler bestimmt? Na gut, wir haben jetzt, ich sag mal, Kundenwunsch individuell bestimmt größer 80%. Echt? Ja. Und der Händler bestellt nicht auf Lager, sondern in die Ausstellungshalle. Meine ich. Genau, und der Ausstellungsanteil ist, ich sage mal, zwischen 18 und 20%. Okay, das heißt, wenn ich dann so ein Fahrzeug kriege, das ist meistens schon sehr gut ausgestattet, der Händler kennt sich aus. Sollte man auf den Händler hören? Ja, das ist wie beim PKW auch, wenn ich in so eine Ausstellungshalle gehe. Also A, muss es der Händler eine gewisse Zeit zeigen können, weil wenn er schnell verkauft, hat er nichts mehr zum Zeigen. So, das ist der Boden. Das ist der Boden, genau. Wahrscheinlich sogar deiner. Target, das ist nicht der billigste. Nein, aber wir machen auch hier bei der Materialauswahl und bei der Lieferantenauswahl setzen wir auf Qualität. So, dass er also nicht direkt zerstört wird. Made in the EU, also ich weiß es Der ist zufällig. aus Belgien. Der ist aus Belgien. Der ist nämlich nicht ganz billig. Target kenne ich nämlich sogar zufällig. So Details, die verraten wir mal. Man könnte ihn ja auch rausreißen als Konkurrent und mal gucken, was er verwendet. Aber ich sag mal, das ist ein guter Hersteller, Target. Ja, den Hersteller haben wir jetzt, ich glaube, seit 8 Jahren. Und bis jetzt funktioniert alles reibungslos. Ja, vorne sieht man es. Das sind Schaumstoffplatten, würde ich jetzt mal sagen. Genau, Oder was ist das? Das ist das Styrofoam, das im Prinzip dann für die Dämmung im Fahrzeug sorgt und verschwindet dann zwischen den Seitenwänden, Böden, Dächern. Das sieht man am Schluss nicht. Am Schluss sehen wir dann, wenn man so eine fertige Seitenwand sieht, sieht man das PU. Und das sind alle Schraubpunkte. Das ist der Ersatz fürs Holz, weil du eingangs gesagt hast, wir verwenden kein Holz. Okay, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es könnte ja mal ein Malheur passieren. Also jemand hat jetzt das Wasser nicht abgestellt, eine Leitung platzt wirklich mal, wenn es denn gefriert. Es kann ruhig volllaufen, es kann so schnell nichts passieren, oder? Nein. Ich sag mal, wenn man das Fahrzeug verlässt und die Wasserpumpe anlässt und die Wasserpumpe arbeitet 3 Tage und da mal eine Leitung platzt oder eine Schelle sich löst, dann ist der Boden 1, da ist kein Holz dabei. Da ist kein Holz, da ist es im Prinzip der Kunststoff, der saugt kein Holz, das Wasser kann ablaufen. Ihr habt die Elektrotechnik auch so montiert, dass... Die ist immer abgehoben, also nicht am Boden montiert, sondern immer an der Seitenwand, dass da kein Kabel am Boden liegt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wenn mal was passiert, ihr habt dafür gesorgt, dass nicht alles sofort zerstört wird. Ja, so langsam wird hier Feierabend. Das Thema Produktion in Franken, ja, das ist natürlich ein Megathema. Immer mehr produzieren jetzt in Schlüsselfeld. Ihr habt ja, ohne Witz, wenn ich hier, also ich habe den Parkplatz betroffen, viele Firmen hier, nicht nur Reisemobilhersteller. Wir haben hier die Firma Dennert, die produziert Fertighäuser auf höchstem Niveau. Wir haben hier die Firma Poraver, die im Baustoffbereich ganz groß ist. Wir haben hier die Firma Big gegenüber von der Autobahn, die du aus meinem Büro, früher konnte man es sehen, die im Spielzeugbau eigentlich ein globaler Player ist. Wir haben
Bekleidungshäuser wie die Firma Puma oder die Firma Adidas. Also die Franken ist schon eine sehr starke Region. So, das ist eine Bushaltestelle. Genau, das ist unser Kanban-Bushaltestelle. Du musst nach unten leuchten. Das sind im Prinzip die Schütten, die Kanban-Schütten, und die werden von Lageristen dann zweimal am Tag abgeholt und befüllt. Also am Montag sind die Schütten nicht mehr am Boden, sondern im Regal. Ohne Witz, ich habe eben gedacht, das ist hier, damit die Mitarbeiter wissen, wann der Bus vor der Tür abfährt. Nein. Das ist der Materialbus. Also Ihr habt doch unglaublich viel Besuch von der Berufsgenossenschaft, wie ich sehe. Das heißt, alles muss hängen, aber das macht alles Sinn, auch wenn die Vorschriften immer schlimmer werden, oder? Nein, aber natürlich. Also ich meine, im schlimmsten Falle, wenn jetzt einem Kollegen was passiert, wäre es das Schlimmste, wenn man nicht reagieren kann. Wir sind zwar sehr zentral angebunden, aber wenn ich mir jetzt überlege, dass da ein Kollege auf den Boden fällt und wir müssen warten, bis in 10 Minuten ein Krankenwagen da ist, dafür haben wir ja die Ersthelfer. Die haben auch eine Ausbildung. Die werden regelmäßig ausgebildet, die sind auch genannt. Man sieht das hier auf Abteilungsebene, sodass da eigentlich die Ersthilfe sehr schnell agieren kann. Ihr habt bestimmt auch Leute, die bei der Feuerwehr sind, bei der Freiwilligen, bei 300 Leuten. Das heißt, also ihr habt Leute da, die handwerklich zupacken können. Genau. Es passieren viele Betriebsunfälle? Nein, also es passiert ab und an mal, aber nicht übermäßig. Okay, also gut. Thema Arbeitsschutz, ja, gehen wir nochmal raus, denn wir sind tatsächlich in der Vorbereitung für Platznummer, da oben ist es, 7. Und Platz Nummer 7 hat nämlich was ganz Besonderes. Hier sind die ersten Möbel zu sehen. Genau, wir sehen ja auch hier die modulare Bauweise. Also die Möbel werden in der Schreinerei komplett vorkonfektioniert und hier nur noch aufs Fahrzeug gehoben, ausgerichtet und festgeschraubt. Wahnsinn. Hier sieht man auch das Thema alte Fußbodenheizung. Überall verläuft das Ganze. Die haben sich schon Gedanken gemacht. Das heißt, wenn man die Option hat, eine alte zu bestellen, man soll es mitbestellen. Das ist das warme Wasser, was ganz anderes wie Luft. Ich gebe dir bei allem recht, nur ist es bei uns Serie. Man kann die nicht mitbestellen. Ich sag nur bei anderen Reisemobilen, wenn ich die Wahl habe, die Qual der Wahl. Ja, dann würde ich auf alle Fälle eine Warmwasserheizung bevorzugen. Man sieht das. Ja, überall immer mehr Lithium. Das heißt, das Thema Lithium ist bei euren Reisemobilen, glaube ich, fast gesetzt. Oder habt ihr noch viel AGM? Der Anteil ist die letzten 2 Jahre extrem gewachsen. Also ich sage mal, wir kommen von wahrscheinlich 2-3% und haben jetzt mittlerweile einen Anteil von 60-70% bei der Lithium-Ionen-Technik. So, das ist der Kühlschrank von hinten. Was ist das für ein Kühlschrank? Das ist ein Dometic RMD10. Die verbauen wir bei allen Fahrzeugen. AS. Genau. AS-Kühlschrank. So, und jetzt sind die ersten Möbel schon da. Auch die wurden jetzt exakt gefertigt. Die Varianz bei euch ist nicht so riesig, muss man sagen. Das heißt, also ihr könnt jetzt nicht aus 5000 verschiedenen Stücken wählen. Man kann das nicht individuell bauen lassen, aber du hast mal zusammengerechnet, wie viele Variationen es im Möbelbau gibt. Wahrscheinlich Millionen, oder? Wahrscheinlich ja. Also wenn man da hinkommt, das Problem ist, wir arbeiten ja in einer modularen Bauweise hier an einer Serienfertigung und dann kann man nicht alles mitmachen, wobei wir in der Umsetzung eigentlich so funktionieren, wenn das Sinn macht und wenn es unser Produkt nach vorne bringt, dann haben wir ein offenes Ohr. So, ich zeige mal gerade ein kleines Detail. So sieht die Heizung aus, die man normalerweise ja gar nicht mehr sieht. Genau, die verschwindet dann hier hinter der Sitzbank oder hinter der Verkleidung bei einer Barversion, wird die komplett aufgeräumt. Und da vorne ist das Entlüftungsteil, also hier rüber wird entlüftet. Ja, wenn das ist im Prinzip dann immer der höchste Punkt und dann kann der Kunde entweder selber entlüften oder bei einer Inspektion entlüften lassen. So, das Thema Rappeln und Klappern von Möbeln. Wie ist die Bauweise bei den Möbeln? Klär mich mal auf. Werden die jetzt verschraubt oder werden die jetzt verklebt? Stehen die auf dem? Nein, die Möbel werden alle verschraubt. Also wir sehen das, wenn du jetzt mal links reinleuchtest hier. Das ist jetzt ein Duschpanel. Ein Duschpanel? Genau. Echt? Stark. Das wird jetzt komplett verschraubt. Natürlich hinten mit Kleber fixiert, aber in der Regel ist das alles verschraubt. So, das ist Handwerkskunst. Hier vorne sieht man auf der rechten Seite, was so Krach macht, was man so ein bisschen hört. Das ist die Schreinerei. Das ist die Schreinerei, genau. Da haben wir den Modulbau. Der Maschinenpark ist die Halle weiter vorne. Und hier ist der Modulbau, sprich die konfektionieren hier auf Fertigung oder auf Fahrzeug die kompletten Module vor. Die Sitzbank wird dann ans Band gefahren und ins Fahrzeug gehoben, montiert. Das ist der Wahnsinn. Also wenn du überlegst, dass jedes hat seine eigene Nummer, er muss es herstellen, es dürfen keine Fehler passieren, sonst hängt der ganze Takt. Genau, die Logistik ist extrem. Also das ist eine mit der wichtigsten Abteilungen, die Produktionslogistik und natürlich die Ablauflogistik, die dahinter steckt. Sag mal, wenn hier Freitag um kurz nach 12 Feierabend ist, ja, ist bei dir noch keins, oder? Nein, in der Regel nicht. Da lacht er. So, hier vorne sehen wir es. Also überall habt ihr so Kleinigkeiten.
Multiplex ist hier verbaut, also echte Qualität, oder habt ihr Spanplatten auch im Einsatz? Nee, das ist vom Gewicht her verwenden wir kein Multiplex, weil das. Nee, was ist das? Das ist Sperrholz. Echt? Das ist Sperrholz. Wir haben hier im Prinzip eine Sperrholzlage auf mehrere Lagen aufgebaut. Dann kommt hier eine, ach sag's mir, jetzt fällt es mir nicht ein, lass mich mal schnell über ein Sperrholz. So, ich zeig dich mal gerade in so einem Moment des Hängers, wenn Emma was nicht weiß. Aluminium und zur Verstärkung, also wenn man drauf drückt, damit es nicht komplett, jetzt fällt mir das Material Das ist nicht an. Also es ist Folie, dann kommt eine harte Mittellage und dann das Sperrholz. Aber das Okay. machen wir, oder das ist im Prinzip ein Leichtbauthema. Multiplex wird wahrscheinlich das 5-fache wiegen Ja. und das Fahrzeug wäre dann unfahrbar. Ja, ich hab gesehen, es gibt andere Hersteller, die verwenden mittlerweile Kunststoff in der Mitte mit so Hohlräumen und allem drum und dran. Das ist ja auch eine Frage der Verarbeitungsmöglichkeit. Die haben ja erzählt, das ist unglaublich schwer zu verarbeiten. Das hier kann mit einer CNC-Maschine ausgeschnitten werden? Ja, natürlich. Bloß das Problem beim Kunststoff ist, dass das mit unheimlich hohen Werkzeuginvestitionen verbunden ist und bei der Stückzahl, die wir produzieren, das keinen Sinn machen würde. Ihr seid jetzt ein großer Reisemobilhersteller in der Klasse in Europa. Für amerikanische Verhältnisse werdet ihr ein ganz kleiner. Wahrscheinlich, ja. Wobei der amerikanische Markt ja mit dem europäischen vielleicht mittlerweile vergleichbar ist, aber dennoch größer ist. Das hier ist ein Badezimmer. Nee, Stimmt gar nicht. Das ist beim Eingang, das ist die Vitrine, wo der Fernseher drin hängt. Vorne sieht man auch mal die Auszüge. Das muss ja auch halten. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Kunden 17 Mal zurückkommen, das dann noch reinschreiben bei Google. Die Firma Morelo, ganz schlimm. Aber wenn mal was quietscht, mal was hakt, also oft ist das so, man kann hier einen Termin machen. Letztes Mal haben wir die Spiegel nach 3 Jahren, die haben wir ein bisschen geknarzt. Da waren die Kollegen da, haben die Leitern angebaut. Das hat richtig Spaß gemacht, danach war es weg. Genau, also ich meine, die Physik können wir nicht ausschalten, genauso wie die anderen Hersteller. Das ist das Fahrzeug, das sich permanent in Bewegung befindet. Das ist das Fahrzeug, das ist der Witterung ausgesetzt, sprich Feuchtigkeit, Wärme, Hitze, Kälte. Und die Materialien arbeiten ja alle unterschiedlich. Wir haben jetzt gesehen, wir haben Kunststoff, wir haben Holz, wir haben Metall und dementsprechend unterschiedliche Kräfte im Einsatz. Und dann ist es natürlich das Spaltmaß, sage ich jetzt mal, das Klassische, das hier perfekt eingestellt ist, das Bandverlässt auch noch perfekt eingestellt ist, aber nach den ersten 1000 Kilometern der Schrank schief hängt, weil es einfach in Arbeit ist. Gut, das hast du zu Hause nicht. Das hast du Da steht er bei 22 Grad immer, da ist der Sohn, der dir vielleicht mal die Schranktür Du rausreißt. fährst mit deinem Schlafzimmer aber auch nicht in Urlaub, ne? Hast du fein gesagt. Ja, hier, dieser Mechanismus, der flecht mich immer wieder, wenn ich die Tür zumache. Der gleitet auf zu Tausende von Malen und der hält, da ist so eine winzige Kunststoffnase, die hier, ja, das hier ist die Tür, gell? Genau, das ist die Schiebetür, die dann im Prinzip den Schlafbereich oder das Badezimmer vom Wohnbereich oder Küche trennt. Ja, auch die muss 10.000 Mal. Ja, das ist die neue Holzfarbe, die ihr habt. Die kommt gut an. Genau, das ist die neue Wohnwelt Live. Wir haben im Prinzip Live und Trend. Wenn du nach rechts schiebst, haben wir das Trend, das Dunkle, und da kann der Kunde selber wählen. So, dann gehen wir nochmal rein, zeigen das Ganze mal, denn auch Schränke und so weiter, was ich zeigen wollte, die kommen also nicht mit einem großen Container aus Fernost, sondern die werden tatsächlich von engagierten Handwerkern hier zusammengebaut in Schlüsselfeld und als Beweis, so, ihr könnt die Werkstatt wieder abbauen jetzt für die Filmarbeit. Nee, die ist da und die ist direkt natürlich neben der Produktion, just in time. Genau, wir haben hier den Modulbau, der im Prinzip hier direkt ans Band liefert. Wir haben hier ein kurzes Zwischenlager und hier wird nach dem Baukastenprinzip mittels Kran aufgesetzt und montiert. So, der Kran ist oben drüber, der verläuft komplett, das heißt... Die Schiene läuft von hier bis komplett nach vorne auf die Station 2. So, das war ja keine alte Malerhalle, die ihr umfunktioniert habt, wo zufälligerweise ein Kran war, sondern das wurde exakt für euch gebaut, angefertigt, nach den Erkenntnissen von jahrzehntelangen Erfahrungen, oder? Genau, also der Firmengründer, der Jochen Reimann, der kam ja aus dem Bereich, der wusste ganz genau, wo er hinlangen muss, wie er es zu entwickeln hat. Wir haben keine 20 Gebäude, die irgendwie verschachtelt ineinander zu einem Unternehmen funktionieren, sondern es ist alles in einem Gebäude integriert. Die Logistikprozesse abgestimmt, also egal jetzt Warenanlieferung oder Teilezulieferung, ist alles aufeinander abgestimmt. So, das ist 7 und 8 gewesen. Hier sieht man also schon 2 Stationen. Wir sind zu Gast bei Morelo mit Robert Crispens, Geschäftsführer bei Morelo. Es gibt wie viele Geschäftsführer? 2. 2. Genau, also ich habe den kaufmännischen Part und der Reinhard Löhner den technischen. Ich habe das Gefühl, du hast aber auch einen kleinen technischen Einblick. Ja, den braucht man auch. Für den kaufmännischen Part. Ja, vielen Dank. Schaut zu, es geht weiter. Tschüss. Ja, das könnte auch aus einem Playmobil-Baukasten sein. Wie baue ich mir einen Morelo zusammen? Das ist tatsächlich
die Seitenwand eines Reisemobils. Wenn sie da so steht, man möchte heulen, ja, weil es fehlt was. Es fehlt alles. Naja, gut, für mich schaut die relativ komplett aus. Die Nein, ich meine, das Auto fehlt. Achso, das Auto, ja, das steht rechts daneben. Auch hier alles vorgefertigt. Du siehst, die Fenster sind drin, das Dekor ist angebracht, die Klappen sind montiert. Die Elektroverkabelung ist teilweise schon fertig. Die Aufkleber sind drauf. Die Aufkleber sind drauf. Auch hier ganz groß Plug and Play, sprich die Seitenwand wird am Fahrzeug montiert und kann gleich weiterfahren. So, die Klappen sind da. Thema Klappen, da könntest du ein Buch drüber schreiben. Da habt ihr so viele Klappenhersteller schon probiert. Ist der zuverlässig, den ihr jetzt verwendet? Ja. Für die Schlösser? Wir haben ja nur 2 Klappenhersteller und die funktionieren eigentlich beide sehr gut. Mach mal auf, bitte. Das ist kein Die funktionieren alle? Die funktionieren, genau. Okay, alles klar. Auch die Zentralverriegelung, auch ohne Kabelführung, sondern es läuft über die Platine. Das ist aber neu, oder? Die haben wir eigentlich schon seit ein paar Jahren im Portfolio. Okay. Ja, unser kommt ja jetzt mit Zentralverriegelung zusätzlich nochmal mit dabei. Die Fenster, der hat Kunststofffenster? Der hat jetzt die Kunststofffenster und hier die Doppelfahrerhausfenster mit Isolierung. Krass. Und das steht hier einfach so. Das Gewicht ungefähr? Was denkst du, was wiegt hier so ein Teil? Ich würde jetzt 180 Kilo schätzen. Echt? 180, das heißt, 4, 5 Leute können das heben? Nein, ein Kran. Du siehst da oben die Ösen. Die bleiben auch in der Seitenwand, bis die dann oben auf der Dachmontage wegkommen. Echt? Da wird nichts mit Manneskraft gehoben. Ich wollte gerade sagen, weil die Bandscheiben, das geht gar nicht. Nein. Dafür haben wir die roten Schienen hier oben in der Halle komplett und 3 Kräne, die im Dauereinsatz sind. So, falls Sie sich wundern, dass hier keiner mehr arbeitet, das liegt daran, dass die so effizient arbeiten, dass sie täglich nur 3 Stunden arbeiten bei Morelo. Nein, es ist Freitagmittag. Genau, wir arbeiten von Montag bis Donnerstag immer eine halbe Stunde länger, um am Freitag 2 Stunden früher gehen zu können. So, hier vorne sieht man es, auch hier ist innen schon alles ausgestattet. Das ist das Schlafzimmer hinten. Genau, du siehst hier die klare Trennung. Schlafzimmer haben wir das Kunstleder und die Garage im Prinzip den Teppich, der im kompletten Garagenbereich verklebt ist. Das ist krass, wenn man das so sieht. Und ich glaube, dass wir vielen Leuten auch mal einen Gefallen machen, dass man mal sieht, wie das von innen aussieht, weil man sieht ja immer nur das fertige Reisemobil auf den Messen. Genau, und auch nicht die Arbeit, die dahinter steckt. Da steckt viel Arbeit dahinter. Hier vorne sieht man den Querschnitt. Nix Holz. Nein, wir haben hier eine Aluminiumlage, die schon komplett lackiert ist oder beschichtet und hier innen eine Aluminiumlage, die roh ist. Und das roh bedeutet im Prinzip, damit wir unsere Werkstoffe aufkleben können, bringen wir hier keine Beschichtung an. Es ist relativ eben, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn ich jetzt so gucke, ich habe so ganz leichte Wellen drin, das geht technisch nicht anders, oder? Nein, das ist technisch nicht anders umsetzbar. Blech ab einer gewissen Länge hat immer eine Verformung drin. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir die Seitenwand mit 8,5 Meter in eine Anlage pressen, ist das gar nicht krass, oder? Das Schöne ist auch, das dehnt sich auch aus, es arbeitet ein bisschen. Das Material muss ja komplett gleich arbeiten, oder? Genau, deswegen ist es innen und außen Aluminium. Krass. Genau, hier hätte man ja sparen können, aber das würde gar nicht gehen technisch. Es würde gehen, aber es wird einfach zu Problemen führen. Das ist Dach? Das ist das Dach. Ich habe gedacht, wer schneidet denn quadratische Ausschnitte in die Seiten? Nein, das ist der Dachanschnitt. Je nachdem, hier haben wir das Panoramadach, vorne eine Dachluke, Klimaanlage oder Dachlüfter, Klimaanlage, Mini-Heke und da haben wir das Midi-Heke. So, das sieht man hier vorne, ist ein textiles aufgeklebt. Hier sieht man es ganz gut. Das hat mehrere Gründe. Genau, das ist im Prinzip, kommt hier entweder eine Leuchte rein oder hier ist ein Kabel. Hier siehst du noch einen Kabelkanal, jetzt wenn wir da mal reinführen. Ja. Und da können die Elektriker im Prinzip, ohne dass sie auf der Oberfläche ziehen, sie hier seitlich rein. Hier vorne ist genau denn die Bauzeichnung dabei, die muss natürlich dabei sein. Ja, Leute, die die Arbeitsvorbereitung bei euch machen, das sind wahrscheinlich die Stars im Hintergrund, oder? Genau, die agieren im Hintergrund, da haben wir ein ganz starkes Team, Arbeitsvorbereitung, Konstruktion, die dann im Prinzip den Prozess oder das Produkt so gestalten, dass es hier in der Serie abbildbar ist. So, und am Ende des Tages, dann kommt die Hochzeit. Das heißt, dann sind wir dort drüben. Die Wand wird angebracht, der Kran kommt dran. Wie werden denn die Seiten befestigt? Ist das so oder? Das zeige ich dir gleich. Also die Seitenwände werden erst vermessen und dann mit Schrauben befestigt, wobei auch hier seitlich verklebt. Genau, das heißt kleben und schrauben. Kleben und schrauben, genau. Auch da darf nichts knarzen. Das ist ja oft so das Thema, dass es verbindungsfrei ist, weil ihr schraubt tatsächlich den Boden direkt auf das Chassis drauf und das funktioniert hervorragend. Wettbewerber sagen, naja, Morelo, die schrauben das direkt da drauf, das kann ja gar nicht funktionieren. Es funktioniert. Das funktioniert tadellos. Es ist ja auch kein Geländefahrzeug, muss man sagen. Genau, also die Fahrzeuge werden wie ein klassischer Bus in der Regel nur auf der Straße oder die sind eigentlich nur für die Straße gebaut.
damit nach Afrika in die Wüste zu fahren, wäre nicht empfehlenswert. Schlechtwege ist kein Thema. Man kann ja über die Luftfederung und so weiter, das kann man ja programmieren. Wir haben die Differentialsperre, die mal einen Feldweg oder eine Wiese ausgleicht. Wir haben eine Luftfederung, die den Komfort da unheimlich gut gestaltet. Aber wir sind hier nicht im Offroad-Bereich. Hier vorne sieht man sehr, sehr schön, wenn so ein Reisemobil gebaut wird, wie das Ganze jetzt modular vonstatten geht. Das heißt, die Heckgarage, wie man das so macht, es geht ja gar nicht anders. Es muss genauso gemacht werden, dass das Bett im Heck ist meistens. Jetzt könnte ja ein Kunde kommen und sagen, ich hätte gerne mein Büro hier unten drunter. Geht nicht. Liegt nicht bei euch. Doch, wir haben auch tatsächlich Kunden gehabt, aber nicht in dieser Garage. Der hat da hinten sein Fitnessstudio drin gehabt, sprich so ein Fahrrad zum Aufwärmen. Ja. Ein ganz, ganz berühmter Rennfahrer. Echt? Ja. Wir sagen noch nicht wer. So, da vorne sieht man die Heizung. Auch die Heckgarage ist beheizt. Also da, wo andere Leute Luftausströmer haben. Hier sieht man die Batterien exakt eingebaut. Das ist alles ein Kunstwerk. Genau, wir haben die Heckgarage ist bei uns auch hier beheizt. Wir können es zu- und abschalten. Also sprich, wenn man das Bett oben drüber hat und die Heckgarage da unten nicht so warm haben möchte, kann man den Zufluss der Heizung regulieren. Was im Wintersport ganz praktisch ist, ich hänge meine Kleiderstange rein, die Sachen von den Kids und meine, und die sind am nächsten Tag trocken. Die sind wirklich trocken. Also es gibt optional bei euch eine Kleiderstange, kann man gleich mitkaufen. Genau. Und kann ich nur empfehlen, auch wenn die Leute sagen, ach, eine Kleiderstange, ich glaube, die kostet 70, 80 Euro oder sowas, mitbestellen, denn das ist richtig klasse. Sorgt nochmal für zusätzlichen Komfort. Ja, ich habe sie nicht bestellt. So, das ist die große Klappe. Hier sieht man nichts. Das ist, glaube ich, ab einer gewissen Preisklasse ist das Standard, da gibt es keine Griffe hin. Genau, wir haben ab dem Palace haben wir den Schalter integriert in der Rückleuchte. So einen kleinen schwarzen Schalter, der das dann elektrisch öffnet. Okay, das ist elektrisch. Das kennen wir von den ganz großen. Ja, jetzt sieht er schon relativ fertig aus. Hier kommen später Edelstahl-Zierblenden drauf. Genau, dann haben wir hier die Razierblenden, die drauf montiert werden, die dann im Prinzip dieselbe Optik wie die Aluminiumfelge vorne hat. Das kommt hier vorne drauf. Das Ganze ist natürlich, hier sieht man den Kühlschrank, das ist dann die Serviceklappe. Genau, A, Serviceklappe und B, der Luftdurchzug. Wir haben den Kamin, der oben noch offen ist, weil der Kühlschrank läuft ja unter anderem auch mit Gas. Und dann haben wir hier die Zufuhr. So, jetzt ist die Seitenwand montiert, die wird hier oben dann gegengezogen. Das heißt, der Kleber aushärten dauert wie lange? Eine Stunde, zwei? Nein, der Kleber aushärten, final wahrscheinlich 10 bis 12 Tage. Ja, das heißt, die Leute können nicht, wenn das Auto hier rausgefahren ist, erstmal sagen, komm, ich fahre gleich weg. Das geht nicht. Doch. Wenn das Auto hier rausgefahren wird, geht es in der Regel dann in die Qualität. Und da sind mindestens 10 Tage dazwischen. So, jetzt steht schon, die Küche ist schon hier drin, die wichtigsten Sachen, die Heizung ist schon eingebaut, die Schubladen sind hier schon drin am Einstieg, aber die Treppe ist noch nicht drin, oder? Nein, die Treppe, die ist hier noch nicht montiert. Da muss ich leider dazu sagen, die wird vorne auf Station 3 montiert, aber wir haben hier einen kleinen Lieferengpass. Die wird nachgeholt. Die wird nachgeholt. Corona, so ist es. Corona und Italien ist leider wieder schwer betroffen, von daher wird sie nachmontiert. Ihr habt viel aus Italien, muss man sagen. Das fängt an mit den Chassis. Ihr seid zufrieden mit Iveco? Ja. Iveco ist da ein ganz guter Partner. So, 10 Palace. Jetzt drehen wir ja im November. 21 kommt. Hast du das Gefühl, dass die Jahre bei dir wie im Flug vergehen hier bei Morello? Ja, es ist sehr, sehr schnelllebig geworden mittlerweile. Ich muss bei Christina manchmal fragen, wann denn jetzt, welcher Wochentag ist. Ne? Ich bin geistig am Dienstag und wir haben schon Freitag. Ja, vorne sieht man das Ganze macht das ja auch unheimlich spannend. Ne? Ja, tolles Fahrzeug. Das hier wird ein Palace 85L. Das heißt, was ist L nochmal? L steht für das Längsbett. Also die Bezeichnung ist so aufgebaut, wir haben hier vorne die Baureihe, dann haben wir ungefähr die Fahrzeuglänge, also 8,50 Meter, und L ist das Längsbett. Wenn ein S dahinter steht, das steht für Schrank, ein B für lange Sitzbank. Und Trend ist die Wohnwelt, die haben wir gerade in der Schreinerei erörtert. Und dann vorne sieht man Meyer Fahrzeugbau. Auch da ganz klares Bekenntnis bei euch. Meyer, einer der besten in Deutschland? Einer der besten, der die Fahrzeuge umbaut, ja. Der ist ja spezialisiert auf den Fahrzeugumbau für die Caravan-Branche. Der macht aber nicht nur Caravans, der ist ein ganz großer, oder? Meyer. Der ist in der Hinsicht ein ganz großer, ja. So ist es, ja. Und dann steht es quasi hier. Und jedes hat einen Schritt. Wir gehen mal kurz hoch, denn an der Stufe... Achso, sehen wir später von da? Sehen wir später. Achso, da geht's hoch. Man kann ja in den ersten Stock, gell? Genau. Dann würden wir hier Arbeitsunfälle vermeiden, indem wir dich da hochbrettern lassen. Oh, und da steht auch schon das Heck. Da steht auch schon die Heckmaske. Man sieht auch hier, wir ziehen die Bettplatte ein und dann kommt die Heckmaske drauf. Da ist die Bettplatte.
So, und das ist der Schrank von hinten. Genau, das ist der Schrank von hinten. Und jetzt kommt dann noch die Heckmaske dazu. Da ist noch Platz hier. Was kommt dahinter? Die Bettvariante ist so gewählt, dass im Prinzip das Kopfteil bis nach hinten geht und dann hat man hier nochmal zusätzlichen Stauraum. Ah, okay. So, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Quadratzentimeter bei euch nicht... Das ist noch nicht montiert. Das wird noch komplett nach hinten geschoben. Genau. Also du siehst, er hat noch keine Verbindung mit der Seitenwand und wird im Prinzip komplett an die Heckmaske geschoben. Okay, verstanden. So, das ist so der... Ja, auch das Thema Heckmaske, das ist ja ein richtig teures Bauteil, oder? Das kriegst du nicht geschenkt. Nein, das ist ein richtig teures Bauteil. Es beginnt beim Werkzeugbau und endet im Prinzip mit der Montage. Wir haben hier ein Teil, das extra für uns angefertigt wird in Handarbeit. Also es ist GFK. Krass, wenn man das mal so von innen sieht, das sieht man ja kaum. Tja, die Werkstatt bei euch, die sieht es öfter mal. Denn wenn irgendwas passiert, oft am Heck. Genau, also ein Auffahrsschaden, Unfallschaden, ein Parkrempler, da ist im Prinzip alles dabei. Was ist das für ein Aufwand? Man kann es tauschen, ist es dafür schon gebaut, dass man es tauschen kann? Man kann es tauschen, aber das GFK lässt sich oder verzeiht Fehler. Ich kann im Prinzip anspachteln, ich kann einen neuen Gegelcode aufbringen, ich kann es neu lackieren. Das ist eigentlich ein ganz gutes Material. Denn das kommt aus dem Schiffsbau, ist wirklich unglaublich belastbar. Man sieht es hier vorne, Gelcode. Für alle, die nicht wissen, was ist Gelcode, das ist glaube ich, nur hier hinten, oder? Die Seiten haben ja kein Gelcode. Genau, die Seiten sind Aluminium und die Front- und die Heckmasten sind aus Glasfaserverbundstoffen. Und außen ist dann so eine Art Kunstharzbeschichtung. Was ist das, Gelcode? Gelcode ist im Prinzip das lackierte Material hier. Also es wird im Nachgang nicht mehr lackiert, sondern der letzte der erste Arbeitsgang in dem Fall ist Gelcode und wird dann poliert. Okay, das heißt, der kann auch mal reißen, splittern, wenn da mal was passiert. Man kann es ausbessern. Man kann es nachbessern, genau. Gut, hier vorne sieht man dann die Maske, die kommt dann dran. Und so Stück für Stück sieht man dann hier vorne, wird das Reisemobil fertiger. Ist das ein Home hier vorne, der kleine? Das ist ein Home, genau. Man sieht immer hinter dem großen ein kleines Reisemobil. Ach so, ist das so? Das ist so, ja. Das ist fertigungsbedingt anders nicht abbildbar, weil wir in einem großen Fahrzeug einen ganz anderen Zeitaufwand haben wie in einem kleinen. Okay, das heißt, ihr baut, ich habe gedacht, der fährt in die Heckgarage gleich rein. Nein. Wirklich ein bisschen kleiner. Nein, wir sind hier jetzt im Bereich Gerüst. Wir arbeiten hier unten am Fahrzeug, im Fahrzeug und oben am Fahrzeug. Das ist somit die 3 Stationen, an denen am meisten passiert. So, und das werden wir uns gleich mal angucken. Bleibt dran, 3 Stationen, an die am meisten passiert, sogar hier oben mit der Haltestelle Station Dachaufbau. Da ist uns nämlich letztes Mal die Aufnahme abgerissen, deswegen konnten wir das nicht zeigen. Aber jetzt werden wir es mal ganz genau zeigen. Und der Robert hat ganz viel Zeit mitgebracht, um uns hier stundenlang durch die Firma zu führen als Geschäftsführer. Nee. Also ein bisschen Sarkasmus raus, Sven. Nein, nee. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das hin. So, hier steht ein Home. Danke, bis gleich. Die Station 12, 13 und 14. Wir sind bei Morelo. Und ja, jetzt beginnt eines der wichtigsten Parts bei Morelo überhaupt, denn wenn irgendwas, ich sag mal, kommt von der Umwelt, dann kommt es meistens von oben, oder? Genau, Regen. Also hier machen wir das Dach. Wir montieren auf der Station 12 das Dach. Jetzt müssen wir bloß oben gucken, ob das Dach schon drauf ist. Hier wird es normalerweise zwischengelagert. Und parallel dazu arbeiten wir unten am Fahrzeug. Also wir montieren die Schürzen und im Fahrzeug, im Innenausbau. So, das heißt also modulare Aufbauweise. Ich verweise dazu bitte auf alle anderen Videos, die wir produziert haben, hier bei Morelo in Schlüsselfeld. Denn so nach und nach wird das Fahrzeug nämlich jetzt fertiger. Wir gehen mal ganz kurz rein, dann gucken wir mal, was ist schon passiert. Hier vorne sieht man überall, wo das Auge blickt, GFK. Und ich halte mal ganz kurz hier rein, dass wir einmal mal kurz sehen, das ist jetzt ein Home. So sieht er von innen aus. Spannend, der hat ein Hubbett. Auch da bitte vorher nachdenken, ob man ein Hubbett haben möchte oder nicht, denn im Nachhinein wird das sehr aufwendig. Und wir gehen mal rüber. Das ist ein großer, ein Liner. Das ist ein Grand Empire. Echt? Das ist die Nummer 3, die wir bauen. Und der letzte dieses Jahr. Also wir haben ja die Nummer 1 auf der Messe gezeigt, da haben wir auch ein Video gedreht. Die Nummer 2 ist schon jetzt in der Nacharbeit und in der Qualität. Und es ist jetzt die Nummer 3 und der letzte, der dieses Jahr produziert wird. Echt? Ja. Nummer 3. Also für dich ein ganz schönes Schmuckstück. Der Grand Empire Nummer 3. Spannend. Ja, du hast mir erzählt, ihr habt den in Windeseile konstruiert, durchgesetzt. Hier sieht man auch mal, stelle ich mal neben das Rad, dass man mal sieht, das ist eine andere Größe. Das ist Actros, oder? Das ist Actros. Actros. Du bist, wie groß bist du? 1,80 Meter. 1,80 Meter. So, und
Ja, auch hier Stehhöhe, das ist was, oh krass, guck mal hier, der Robert steht quasi schon auf einer etwas anderen Höhe. Das Ding ist aber auch hoch, ich glaube 4 Meter, oder? Das ist 3,80 Meter, ja. 3,80 Meter. Und hier, da kann man jetzt rein. Interessant ist auch, dass eure normalen Stufen, die waren dafür noch nicht gebaut, oder? Wobei, den haben sie jetzt komplett hochgepumpt. Also der ist jetzt nicht in Fahrposition. Okay, das stimmt wirklich. Die Kollegen oben am Dach noch arbeiten. Also da habt ihr einen kleinen wenig höher gelegt. Genau. Wir dürfen da mal rein? Wir dürfen da mal rein. Komm. Okay, dann machen wir das mal. Pass auf deinen Kopf auf. Krass. Ja, es kann aber nichts passieren. Ich passe auf den Kopf auf. Geh mal kurz hier rein. Hier steht es auch. Palace Liner. Krass. Augenblick. Das in meinem Alter. Das habe ich gerade mitgemacht und ich hatte keine Hand frei, Robert. Ja, du bist ja auch viel athletischer gebaut wie ich, ne? Ja, Dankeschön. Krass, wenn du hier drin stehst. Hier vorne ist dann, das erinnert mich so ein bisschen an eine Zugstation. Ja, das ist der Busbahnhof. Nein, das ist der Slide-Out. Das ist das Slide-Out. Genau, der hat ja hier ein Slide-Out. Wir sehen den Rahmen und der Slide-Out wird 4 Stationen später montiert. Deswegen fährt er hier mit dem Loch durch. Das ist ja ein Hammer. Wir sehen den Slide-Out jetzt mal, bevor er eingebaut ist. Genau. Boah, ist das schön alles. Das Armaturenbrett wird von uns komplett zerlegt, weil es in die Veredelung geht. Also wir beledern das ja komplett und da sieht man mal, wie das aussieht und was da für Arbeit dahinter steckt. Ne? Das wieder zusammenzubauen, jeder Schalter, jedes Element wieder auf seinen Platz zu finden, ist nicht ohne. Ja, ich habe die meisten Sachen, die ich zerlegt habe, nie wieder zusammenbekommen. Ich hoffe, hier ist es anders. Nein, die Kollegen wissen, was sie tun. Sicher. 1000%. Hier vorne sieht man auch das Material normal. Ihr habt wirklich Dämmung, da kann man sich nicht beschweren bei euch, oder? Genau, wir haben ja ab der Empire-Baureihe haben wir nochmal einen Zentimeter drauf. Also wir haben hier Ach so. eine 50er Wandstärke. Gut, man muss sagen, hier spielt das Thema Gewicht nicht die mega große Rolle. Nein, wir haben hier ein 18-Tonner-Chassis, das selbst perfekt oder voll ausgestattet immer noch eine Zuladung von 3 Tonnen hat. So, jetzt gibt es was ganz Tolles zu berichten. Ja? Ihr habt das Ding auf die Messe gefahren. Der Spritverbrauch, ihr konnt selber nicht glauben. Ich glaube 17,5 Liter oder so. Nee, 16,5 in der Tat. 16,5 Liter. 16,5 Liter, ja. Ich sag mal, wenn man den mit 17 Liter fährt, also das ist schon nicht unerheblich. Das ist schon nicht unerheblich bei so einem großen Fahrzeug. Du kennst ja den Spritverbrauch vom Daily. Und der ist ähnlich. Der ist ähnlich, genau. Da befinden wir uns fast auf demselben Niveau. Das ist das Slide-Out. Robert, stell dich mal kurz dahin, dass man mal sieht. Bitte nicht runterfallen. So, da vorne ist es. Sonst wäre das meist abgerufene Video. Hier vorne sind die Schränke, das heißt, die Türen kommen ganz am Schluss natürlich. Genau, das ist auch hier die Beschädigungsgefahr zurückhalten. Überall Kabelkanäle schon drin, die du eben gezeigt hast. Das ist die Klimaanlage, da hinten haben wir die Kabelkanäle für die Beleuchtung. Die sieht ja der Kunde dann später nicht. So, das Schöne ist aber, sollte mal irgendwas passieren, man kann nachziehen, man kann es erweitern. Ich halte mal ganz kurz hier nochmal rein, dass wir den Zwischenschritt sehen. Hier ist das Bad übrigens. Wie krass! Jetzt zeige ich dir mal den Unterschied. Ja, ich komme. Ich muss einmal kurz hier reinhalten. Denn so. Schau dir mal den Unterschied zwischen Grand Empire und Home an. Oh. In der Höhe. Na, schaut schon. Gut, der ist ja auch aufgebockt. Der ist auch hochgepumpt. Nee, das gibt's doch gar nicht. Da kannst du ja drauf spucken. Guck mal hier. Das ist Grand Empire und das ist Home. Als ihr den hattet, ihr habt gar nicht damit gerechnet bei der Produktion. Das heißt, die Leute müssen sich ein bisschen mehr recken hier. Nein. Du hast ja vorhin gesagt, der ist hochgepumpt. Also der senkt sich nochmal bestimmt um die 15 bis 20 cm ab. Aber es ist eine andere Dimension. Warte, ich zeig dich mal daneben, dass man das mal so ein... So, und jetzt hier der Unterschied. Ne? Das ist ein Gag. Warte mal, ich geh mal gerade auf die gleiche Ebene. Gut, das sind 30, 40, ne Quatsch, das ist ein Meter. Fast ein Meter mehr, oder? Ja. Nein, wir haben hier 3,20 Meter und wir dürfen ja im Gesamtaufbau nicht über 4 Meter kommen. Aber es täuscht, weil er jetzt nach oben gebockt ist.
Der ist bei 3,80 Meter, 3 Meter, je nachdem, ob der noch eine Dachklimaanlage hat oder eine Sandantenne an Aufbau, sind wir hier noch unter 4 Meter. Sag mal, es ist ja jetzt eigentlich schon Feierabend. Die Leute schinden jetzt Überstunden hier oder warum sind die noch hier? Nee, nicht Überstunden, sondern die Kollegen machen die Gewerke fertig, weil am Montag wird ja weiter getaktet. Und dann ist es im Prinzip so, jetzt haben wir hier den Stationsleiter, der hier nochmal für Ordnung sorgt in dem Bereich, und dann geht es ins Wochenende. Ja, es geht auch darum, dass man mit ruhigem Gewissen ins Wochenende fahren kann. Kann es sein, dass Montag anderes Personal hier ist als am Freitag? Nein. Die Teams sind fest. Was wir machen, ist in der Rotation tauscht es sich, aber es ist nicht dann am Montag ein komplett anderes Team da, sondern vielleicht maximal ein Mitarbeiter. So, hier vorne sieht man, das ist übrigens ein kleines Detail. Ich habe mich immer gewundert, wie in dem Kunststoff die Spiegel halten, aber das ist auch so ein Ding für sich, weil vorne die Spiegel haben ja ein unglaubliches Moment, oder? Genau, wir haben aber hier keinen Kunststoff, wir haben dahinter eine Metallplatte. Wenn du jetzt da drüben mal reinleuchtest, wir haben dahinter die Metallplatte, die Aufnahme vom Hupe, die ist da fest integriert. Die Kraftübertragung ist nicht auf dem Kunststoff, sondern auf dem Metall. Auf der ganzen Platte, die sieht man auch von innen, die Platte. So, und jetzt können wir rüberlaufen, über den Steg. Ich bin stolz auf dich, Robert. Danke. Nee, wenn man das mal so sieht und du auch die Bereitschaft zeigst, dass da oben sind die Aufnahmeeinheiten nochmal für den Kran, die sieht man so mal ganz genau. Genau, die werden im Prinzip in der Wandfertigung schon montiert, werden dann hier demontiert, bevor das Dach drauf kommt, kommen in eine Box und laufen wieder in den Zyklus ein. Aber ihr seid unglaublich offen. Das habe ich so noch nie bei einem Industrieunternehmen erlebt, weil ihr einfach sagt, dass da soll erstmal einer kopieren. Genau. Geht gar nicht. Wettbewerb beflügelt das Geschäft und die Innovation. Und wie gesagt, wir bleiben ja nicht stehen, wir entwickeln uns dauernd weiter. Ich gehe mal gerade eine Stufe höher, da sieht man es ein bisschen besser. Denn Solar, immer mehr im Kommen. Wir haben das Thema Solar, wir haben das Thema Klima, Dachluken und Satantennen. So, und das ist die Veredelung. Das heißt, von oben reinlaufen, das ist fast unmöglich, wenn nicht gerade ein Baum das Dach kaputt macht. Also das hält. Das hält natürlich. Also das Fahrzeug die Platte wird von oben verschraubt. Es wird gereinigt, geprimert, dann nochmal komplett abgedichtet, und das Dichtband ist im Prinzip die Dichtungsebene. Und das liegt auch nochmal drüber. Das heißt, also das ist nur nochmal zusätzlichen Schutz. Das wäre allein schon dicht. Genau, weil das ja unten drunter schon verklebt ist. So, da haben ja viele Angst vor, wenn da das Wasser drauf steht, man steht ein bisschen schief und dann läuft das Wasser so runter, läuft das jemals rein? Feuchtigkeitsschäden? Nein, wir haben ja eine freiwillige Dichtheitsgarantie, die wir 10 Jahre garantieren dem Kunden. Also er muss im Prinzip jährlich zu einer Dichtheitsinspektion, und dann kommen wir 10 Jahre für sämtliche Schäden auf. Und das machen wir nicht bei einer hohen Quote. Also da sind wir uns schon ziemlich sicher, dass unsere Fahrzeuge dicht sind. So, das LED-Band, das wird noch eingezogen? Genau, das kommt hier seitlich raus und läuft dann unter der Markise. Ah, für die Markise. Genau, und läuft dann unter der Markise am Scharnier entlang. Das sieht man hier vielleicht. Hier haben sie es noch nicht. Aber es verschwindet dann hier unter dem Profil. So, das Fahrzeug hier ist jetzt ein bisschen höher. Was ist das für einer? Dann siehst du das. Zeig's mal. Ist komplett integriert. Das ist LED-Band. Das ist jetzt ein Palace. Krass. Gehen wir mal kurz hier drauf. Ja, ich habe mich immer überlegt, wie die Leute dann arbeiten in der ersten Etage. Aber die haben ganz klar die besseren Plätze. Ja, im Sommer ist es hier ganz schön warm. Aber ihr könnt luken, ihr könnt alles öffnen oben. Es sind Luken da. Aber es wird immer wärmer in Deutschland, oder? Ja, der globale Klimawandel, der verschont uns leider nicht. Ja, es bringt doch nichts, die Klimaanlage anzumachen in allen Fahrzeugen, denn die Wärme geht ja nach außen wieder. Nein, und so eine Halle zu klimatisieren. Schwierig. Fast unmöglich. So, da vorne wird jetzt gesprüht. Was ist hier? Was Die geschieht dichten da? ab. Die machen im Prinzip jetzt ein Silikon noch drauf und dichten ab. Das ist der optische Aspekt. Die Blende auf der Rückseite ist fertig, wie du siehst. Da ist quasi schon komplett versiegelt und verklebt, damit man die Dichtungsebene, wenn du jetzt auf das Band da drüben schaust, komplett, die verschwindet ja unter der Blende. Das ist jetzt aber rein optisch. Ne? Wenn du das Fahrzeug vorne anguckst, ist das Dach komplett fertig. Das ist ein rein optischer Aspekt. So, wir sind fast am Ende. Fast, sage ich jetzt mal. Es kommen noch einige Stationen, die werden wir uns gleich mal angucken. Jetzt waren wir bei Stationen 14, 13 und 12. Unten nochmal im Unterboden. Was geschieht da? Wir haben, der Innenausbau findet da komplett statt. Und Parallel, und unten die Schürzen werden. Du siehst, das Fahrzeug ist mit Schürzen komplett versehen und fertig, sprich GFK-Schürzenbau. Warte, wir gehen mal kurz runter. Das ist das Slideout. Da
Da ist das Lightout für das Auto, wo wir gerade drin waren. Aber der wird erst auf Station 17 montiert. Das ist aber kein GFK, das ist Carbon? Das ist eine Mischung aus Carbon, Aluminium und GFK. Hightech. Ja. So, das sieht jetzt so ein bisschen aus. Ja, das ist ja nicht viel, denkt man. Aber im Innenraum krass, oder? Das verändert das Ganze massiv. Also das Wohnraumgefühl, das man dadurch bekommt, ist enorm. So, wir sind bei Morelo in Schlüsselfeld und jetzt haben wir wieder bekommen die Stationnummer 14 und 15, so rum. 14 und 15, zusammen mit Robert Crispens, Geschäftsführer hier, 35 Jahre alt und seit mittlerweile 14 Jahren bei Morelo. Nein, seit 9. Seit 9 Jahren bei Morelo, aber seit, ich glaube, nee, wie lange? 17. Jahr in der 17. Branche. Jahr in der Branche. 17. Jahr in der Branche. Vielen Dank, Robert. Danke. Zusammen mit Robert Crispens, es geht weiter, der Ausbau bei Morelo. Jetzt hast du gesagt, jetzt passiert nicht mehr so viel, aber der Teufel liegt im Detail, oder? Genau, also ab hier befinden wir uns im Fertigausbau, sprich die Bäder werden zu Ende gebaut, das Bett wird fertiggestellt, die Sitzbänke werden montiert und mit es passiert nicht mehr so viel, meine ich, es schaut doch von hier schon relativ fertig aus, das Reisemobil. Also wir haben die Schürzenarbeiten abgeschlossen, das Dach ist drauf, die Dachmontage ist fertiggestellt. Jetzt findet die Lichtinstallation statt und im Prinzip der Finish, sage ich jetzt mal. Das ist ein Palace. Ja, das genau. ist ein Empire. Ein Empire. Ein Empire Daily. Ich zeig's mal gerade. Empire Daily bedeutet, du kriegst den auch auf Wunsch mit Heckgarage, oder? Nein, beim Empire Daily ist das aus Gewichtsgründen nicht möglich. Aber beim Empire Liner wird es ohne. Empire Liner war es, genau. Empire Daily, naja. Ich komme durcheinander. Das ist ein 7,49 Tonnen Fahrzeug. Das ist so das Maximum, was geht. Genau. Zuladung 600, 700 Kilo? 700, 800 Kilo. Okay, das geht je nachdem, was man so Kreuzchen gemacht hat. Genau, das ist im Prinzip abhängig von dem Zubehör, das ich in so ein Fahrzeug packe. Das ja gut mal eine Tonne sein kann. Ne? Ich habe dich ja gefragt, eben eingangs, ob wir nicht mal eben die Empire-Maske auf den Palace schrauben können. Hast du gesagt, geht nicht. Nein, das ist technisch gar nicht möglich, weil wir haben hier eine andere Seitenwandstärke, eine andere Dachstärke und der Empire, den gibt es nur in 2,50 Meter Aufbaubreite. Würde gar nicht gehen. Nein. So, 2,50 Meter schwer zu fahren gegenüber 2,40 oder merkst du es nicht? Doch, also man merkt es auf der Straße. Aber natürlich im Wohnraum wird es dann gedankt, weil die 10 cm Wohnraumbreite ist schon enorm. So, wir gehen mal kurz rüber, da ist der Kollege noch am Arbeiten. Das Logo habt ihr euch entschieden, jetzt auf die Front zu machen. Viele Morelo-Kunden vermissen den riesengroßen Morelo-Aufkleber hinten. Gibt es den optional auf Wunsch? Nein, aktuell nicht. Also wir haben das dezent nach unten gepackt und oben haben wir es bewusst freigelassen. Genau, damit die ganze Linie Manchmal ist weniger mehr. Ihr habt einen Designpreis bekommen für das Fahrzeug? Genau, wir haben für den Empire einen Designpreis erhalten und also Außen- und Innenlinie. 2018 ist das Auto gekrönt worden, den German Design Award. Und da sind wir natürlich unheimlich stolz drauf. Ja. So, wir gehen mal kurz rüber, schnell, denn wir drehen heute am Freitag und es wird einiges fertig gemacht. Unter anderem wird die Heckgarage fertig ausgebaut, denn da gibt es noch einiges zu tun. Genau, also die Kollegen verblenden jetzt im Prinzip. Du siehst, man sieht keine Kabel mehr. Der Kollege macht jetzt fertig, baut den Wechselrichter ein und verblendet das Ganze dann am Schluss. Wechselrichter, das Bett ist ja direkt oben drüber. Hier sind Lüfter drin. Man kann die so programmieren, dass sie nachts in den Schlafmodus gehen. Ne? Ich kann den nachts ausschalten, in den Schlafmodus schicken, dann höre ich da hinten auch nichts. Und da ist die Stange, gell? Und da ist die Kleiderstange. Die kann ich quer, längs bestellen, wie ich möchte. Ich finde es ganz praktisch, weil gerade im Winter, im Sommer kann man da leider nicht viel trocknen, aber im Winter... Ich zeig's mal gerade von hinten, wie schön es ist. Also es ist immer wieder so eine Augenweide, wenn man es sieht. Wenn man es vorher gesehen hat und sieht es dann so fertig, ja, dann denkt man eigentlich, das wird nicht von der Seite dran gebaut, sondern das kommt erstmal so komplett als Bus und wird dann eingebaut von innen. Nein. Das denken ja viele, oder? Nein, wir bauen von innen nach außen. Von innen nach außen. So, hier ist der Kollege und boah, das sind ja, wenn ich das mal kurz zeigen darf, das ist ja mal ein Kabeldurchschnitt, oder? Ja. Was ist das für ein Durchschnitt? 210 Quadrat. Echt? 120 Quadrat. Also 12 Millimeter. Ja, genau. Krass. So, und das vorne sieht man ja, der Wechselrichter, der eingebaut wird, wenn ich ihn mal kurz sehen darf. Da vorne ja Büttner im Programm. Das ist gut? Sehr gut sogar, der 3000 kW Büttner. So, und vorne sieht man auch direkt, er hatte alles hier da. Das ist Elektrotechnik eigentlich, oder? Ja. Das heißt, Sie haben das auch gelernt, Elektrotechnik?
Ich mache es seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren. Das heißt also, viele Leute, muss man sagen, können das. Das heißt, die können viele Gewerke. Man braucht hier quasi Multitalente, die wirklich unglaublich viel können. Und das Thema Elektrotechnik entscheidet sich ja später dann, ob was nachgearbeitet werden muss oder ob es Schwierigkeiten gibt, Fehler gibt. Bei so hohen Strömen, da muss alles passen. Genau, wir haben ja am Schluss dann auch die Elektroprüfung. Es wird jede Leitung nochmal durchgemessen, geprüft und vom Fachmann abgenommen. Sehr schön. Maskenpflicht, ja, wir haben es nicht angekündigt. Alle tragen Masken. Ist schön, oder? Mit der Ausnahme von mir. Aber das haben wir jetzt einfach nur für den Dreh gemacht. Ansonsten würde ich hier natürlich auch mit Maske rumlaufen. So, dann gehen wir kurz rein. Auch hier geschieht jetzt einiges. Palace. Immer noch der Empire. Ne, hier vorne steht Palace. Ist wahrscheinlich die gleiche Einstiegsstufe. Das ist der gleiche Schutz. Also von der Höhe ist es der gleiche Schutz. Das ist ja nur eine B-Form. Ach, das ist ein Schutz. Das ist ein Schutz hier. Macht man Schon gewundert. um das Material im Prinzip so. Da, damit die beim rein raufgehen. Wenn du jetzt hier guckst, ich kann das ab. Alles klar, Und das wird am verstanden. Schluss rausgenommen. Das ist so eine. So, dann gehe ich hier rein. Hallo. Auch hier vorne sieht man, alles wird jetzt etwas klarer. Und wenn ich jetzt hier mal reinschaue, so die Küche und so, alles Licht ist noch nicht drin, gell? Du siehst, die Kabel hängen schon raus, die Installation beginnt. Also in den Baldachinen sind die Kabelleuchten schon drin, aber der Strom ist noch nicht an. Also Strom ist noch nicht an. So, und hier ist der Kollege. Jetzt fängt die Detailarbeit an. Und das ist natürlich, die nimmt am meisten fast weg, oder? genau, das kostet nochmal am Schluss das Finish. Und da lassen sich die Kollegen natürlich dementsprechend Zeit. Auch hier vorne. Wenn man das später so sieht, so im Ausstellungsraum, das ist alles fertig. Man öffnet die Klappen und so weiter. Hier sieht man auch mal, wie viel Detailarbeit drin ist, was alles gemacht werden muss. Und wir gehen mal rüber auf die nächste Station, 16. Was geschieht hier, Robert? Das ist im Prinzip auch Innenausbau. Wir sehen bloß, hier ist das Hubbett schon montiert. Die GFK-Anbindung vorne ist schon drauf und die Elektroinstallation nimmt natürlich ihren Fortlauf. Jetzt schauen wir mal rein. Ja. So, auch hier siehst du Elektroinstallation ganz weit voran. Vorne ist die GFK-Anbindung drin, das Rollo ist schon montiert. Und dann beginnen die ab der nächsten Station mit dem HiFi-Ausbau. Also, Je nachdem, was der Kunde will. genau, Navigation, Lautsprecher, Subwoofer, Wunsch. Subwoofer, Sitzbank und Tisch und Polster sind dann im Prinzip in der letzten Station drin. So, auch das Hubert hier elektrisch. Hubert ist elektrisch, ist auch schon montiert, wird dann auch nur noch verkleidet. Alle Schränke sind nochmal verkleidet, damit hier nichts passiert. Hier sieht man auch die Anbindung. Die Sitze hängen direkt am Rahmen. Die Sitze hängen, das Gurtgestell muss direkt mit dem Rahmen verbunden sein, weil die Zugprüfung wird dementsprechend abgenommen. So, die sind nicht ganz gerade. Ist das erlaubt? Das ist erlaubt, ja. Okay, das heißt, bis zum gewissen Winkel darf man, gell? Das ist so abgenommen, das ist, wenn man das dürfen wir nicht selber entscheiden, sondern es finden separate Gutachten statt. Und die Position wird so vom TÜV abgenommen oder von der DEKRA und dann dürfen wir so verbauen. Ja, ein schönes Design hier drin. Das helle Holz kommt immer mehr, habe ich das Gefühl. Das ist absolut, ich sage jetzt mal Geschmackssache. Der eine mag hell, der andere dunkel. Aber es gibt sich mittlerweile nicht viel. Also ich würde sagen 50-50. So, auch hier das Bett ist noch nicht drin. Matratzen, da können wir auch ein Buch drüber schreiben, oder? Ja, Härtegrade, Federkern, Schaumkern. Also da gibt es Unterschiede wie Tag und Nacht. Können wir ein Buch schreiben. Aber hier haben wir die Dusche schon integriert. Also wenn du siehst, Ich komme. die Dusche ist eingebaut. Das ist die Dusche Echtglas? Die Dusche ist Echtglas, ja. Darfst gerne mal hinladen. Ne, geht nicht. Meine Hände voll. 6 Aber mm Echtglas. da ist das Ausgleichsgefäß. Hier unten der Einstieg. Unit has been tested. Water tested. Ah, das heißt, die kommen so ab Werk. Kommen auch aus dem Schiffsbau, die Toiletten. Aus dem Schiffsbau. Dometic lässt die, glaube ich, in Amerika produzieren. So, nächster Schritt. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Denn viele Schritte sind noch zu machen. Nächste Station. Was geschieht jetzt hier? Das ist jetzt Fertigausbau und ab da hinten beginnt das Bandende. Er funktioniert schon, der Wechselrichter? Genau, der Wechselrichter hängt, ist drin, Strom ist angeschaltet und jetzt beginnen die im Prinzip mit der Verkleidung. Hinten liegen schon die Zuschienen vorbereitet und hier haben wir den Teppich schon komplett zugemacht. So, die Heizung ist drin. So langsam wird es fertig. Die Zeit von Takt zu Takt?
3,5 Stunden. 3,5 Stunden an die Zeit. Bei einer 40-Stunden-Woche. Ist das Stress? Ja. Aber da müssen die Prozesse, ich meine auch hier ist Prozess A und O, die müssen stimmen, die Abläufe müssen exakt aufeinander abgestimmt sein. So, jetzt ist ja eigentlich schon Feierabend, oder? Das heißt, die Kollegen, die fühlen sich verpflichtet, das muss fertig werden. Genau, die Kollegen fühlen sich verpflichtet, weil am Montag geht es mit der Taktzeit weiter. Und jetzt hängen sie im Prinzip noch ein bisschen dran, damit es am Montag rechtzeitig getaktet werden kann. So, hier drin Elektrotechnik ist auch schon, nimmt schon Formen an. Genau, der Schrank ist eigentlich fast fertiggestellt und dann geht es dann in die Elektroprüfung. Die Elektroprüfung, ja. Das Thema Qualitätskontrolle, QM lese ich hier überall bei euch. Das ist der Hammer. Das heißt, ihr habt überall QM hängen, ihr habt wahrscheinlich eigene Leute, die ab und zu mal auch mal zwischengucken. Wir haben eine QM-Abteilung, also wir haben einen Qualitätsmanagement-Beauftragten, der ist für das ganze Werk zuständig und hat natürlich dann sein Team, das ihm zuarbeitet. Wir reinigen die Fahrzeuge bei jedem Tag, das hast du ja vorhin gesehen. Die Übernahme, es gibt Protokolle, damit wir, wenn Fehler entstehen, die eigentlich schnell abschaffen können und an der Station, wo sie entstehen, abschaffen. Und ich schaue mal kurz auf die Nummer. Wir sind bei 18. Da oben ist 18, das war jetzt 17, was da ist. Es nimmt Form an, die Lampen werden jetzt schon eingeschaltet. genau. Alles ist gut. So, und da vorne sieht man direkt ein nächstes Fahrzeug. Das ist ein? Das schaut für mich aus wie ein Palace Liner in dem Fall. Ich sehe es wieder an den Felgen, 17,5 Zoll. Ja, also das ein heißt LKW. Atego, oder? Genau, oder? Ne, jetzt habe Oh, ich, Carlo. jetzt ist es ein Loftliner. Ein Loftliner. Aber du siehst den Unterschied, ne? Ist fast nicht da. Das ist tatsächlich ein Loftliner. Jetzt, So, mach mal hinten auf, bitte. Kurz mal reinschauen können. Auch hier hat sich wahrscheinlich nicht so viel geändert dann, alles fertig, aber wieder ganz anders. genau. Die Anordnung. Genau, das liegt oben am Bettausbau, aber du siehst hier, die Blende ist drauf, die Gitter sind montiert, also Garagenausbau fast fertiggestellt. Sehr schön. Durchlaufzeit üblicherweise 10 Tage? Ja, 10 Tage maximal. Maximal. Das Also geht auch wir schneller? fertigen aktuell 12 Fahrzeuge die Woche und wenn man 5 Tage rechnet, 12, wir haben 20 Stationen, sind wir unter 10 Tagen bei einer Durchlaufzeit. So, jetzt ist der Schutz auch schon weg. Das heißt, hier kommt ja später auch Teppich drauf. Genau, hier kommt der Kokosteppich rein. Oder der schwarze Streifer, den kann der Kunde am Schluss auch rausnehmen, saugen. Andreas Schneider, kennst du den? Jetzt ad hoc nicht, ne? Das ist der Prüfer, der sein Zeichen dahin gemacht hat. Achso, Nein, das wird alles auch protokolliert. Das heißt QM wieder mal. genau. Aber ich glaube, das ist der Prüfer vom Hersteller der Wanne. Echt? Ja. Der arme Andreas. Jetzt bist du auch mal erwähnt worden. Aber der Hersteller der Wanne, das heißt auch die Zulieferer, die da sind, da darf nichts schief gehen. Nein, das muss natürlich stimmen. Wir können das Teil nicht einbauen, um dann es in der Qualität auszubauen bzw. nachzuarbeiten. Und das siehst du jetzt, das ist das Prüfziegel von dem Hersteller, dass im Prinzip die Poren, der Lack, alles stimmig ist. Okay, verstanden. So, geh mal rein. Auch hier. Oh ja, es geht langsam dem Ende zu. Die Sitze sind noch nicht montiert. Die kommen natürlich ganz zum Schluss. Genau, Sitze, Polster und Vorhänge, das ist der letzte Baustein. Und da geht es aber eigentlich um Verschmutzung. Nicht mal Beschädigung, aber Verschmutzung, weil es ist oft mal ein heller Anteil dabei, also helles Kunstleder oder helles Leder, helle Stoffe, und die versuchen wir auf der letzten Station zu montieren, um die Verschmutzung so gering wie möglich zu halten. Dasselbe gilt natürlich für die Matratzen hinten auch. So, auch hier wieder eine ganz andere Badanordnung. Der Möbelbau, der muss jetzt hier stimmen. Viele möchten eine Einzeltoilette haben, viele nicht. Wie ist da der Anteil? Der Kunde entscheidet sich im Prinzip selbst, aber der Anteil ist 70% offen und 30% verschlossen. Weil ich Raumbad. Genau, weil ich habe natürlich hier den Vorteil, ich habe zwar den Vorteil, die Toilette ist separat und verschlossen, aber ich habe den Raum. Und bei der offenen Variante habe ich einfach das offene Raumgefühl. Ich kann mich umziehen, ich kann mich ausziehen. Also wenn ich jetzt hier aufmache, ist da auch mehr Platz, weil dann einfach die Tür fehlt. Aber es ist absolut unterschiedlich. Robert, wir geben Gas, aber es gibt so viel zu sehen hier immer. Denn ich sag mal, das Ganze zu gliedern, mal zu zeigen, wie funktioniert das Ganze. Menschen haben unglaublich viel Interesse an den Fahrzeugen. 85% unserer Zuschauer sind allerdings Männer. Kannst du das verstehen? Damen immer mehr dazukommen und sich auch immer mehr für die Technik interessieren. Aber ich würde, wenn ich das gliedern müsste, würde ich sagen, für die Technik ist oft der Mann zuständig und für die Optik die Frau. Interessant. Hier habt ihr, ich nehme an, das wird geklebt und da sind so Gewichte drauf? Genau, da können Sie es wegnehmen. Also der bleibt jetzt 2 Takte oder 1 Takt liegen und wird auf der nächsten Station entnommen. Was wiegt das, so ein Ding? Heb mal hoch. Mal kurz gucken. Ich weiß, du hast keine Zeit, Freitag, aber so viel, wiegt schon was. 20.
20, 25 Kilo. Echt? Ja, wir haben da locker 100 Kilo drauf. Gut, das muss auch halten später. Und das sind ja so Momente, wenn da was knarzt, das geht dir richtig auf den Zeiger, oder? Ja, wobei das Knarzgeräusch, wir haben Filzbänder, die im Prinzip die Materialien voneinander trennen sollen, um die Geräuschentwicklung gar nicht aufkommen zu lassen. Du siehst hier, das wird überall mit einem Filzband, um einfach... Da habt ihr fast ein Alleinstellungsmerkmal. Ihr habt ein Fahrzeug 7,49 Tonnen auf einem LKW-Chassis. Wer kam denn auf die Idee? Das gibt schon länger, oder bei euch, oder? Nein, das haben wir jetzt ganz, ganz neu in Düsseldorf das erste Mal vorgestellt. Die Idee dazu existiert schon lange, auch den Kunden die Möglichkeit zu geben, ein LKW unter 7,49 Tonnen zu fahren. Schön. Gut, gehen wir einen Schritt weiter. Ich gucke mal ganz kurz. 27. November 2020, ein Freitag. Vielen Dank, Robert. Jetzt geht es an die fast letzte Station. Bis gleich. Station Nummer 20 und Co. nenne ich es jetzt mal. Wir machen so das Ende mal auf einmal, denn es geht so langsam dem Ende zu, aber es ist noch einiges zu tun. Wir sind bei 19. Genau, wir sind jetzt auf Station 19 angekommen. Wir sehen hier auch, wie das Fahrzeug aussieht. Also wir haben den Tisch auch schon montiert. So, ich zeige dir auch gleich das Wichtigste an dem ganzen Fahrzeug, was du wahrscheinlich noch gar nicht so erkannt hast. Aber wenn ihr etwas... Es sind sogar die Kapseln sind schon drin. Ich zeige es mal gerade. Das habe ich von außen gesehen. Die habt ihr schon reingemacht. Hier vorne sind sie drin. Genau, das ist der Nespresso-Kapselhalter mit oben der Möglichkeit eben für die Papiertücher. Und wenn du mal gerade so lieb bist... Du siehst überall eine Abdeckung, einen Schutz. Das Hubbett ist fertiggestellt. Das Armaturenbrett sieht mittlerweile aus wie ein Armaturenbrett. Also wir haben die HiFi-Installation abgeschlossen. Vorne kommen die Platten dann runter, noch auf dieser Station. Und das Polster wird dann am Tag später reingelegt. So, die Küche sieht auch schon Wie eine Küche aus. so eine Küche aus. Genau, der wird jetzt silikoniert. Dusche wird silikoniert, Bad wird silikoniert, Küche ist silikoniert worden. So, das Ganze ist natürlich auch ein Kunstwerk. Der Spezialisten, er kann das, oder? Er kann das, wenn du hierher guckst, schau mal, hier ist es fertig. Ja. Wie im Bilderbuch. Perfekt, oder? Perfekt. Das sind die Kleinigkeiten, die Leute sehen, gell? So, das sind Künstler. Also ich sage immer, ich nenne sie Silikonkünstler, denn hast du ein Werkzeug oder machst du das mit der Hand? Er lacht. Ja. So, die Pistole ist manuell. Die gibt es von Wirth auch, habe ich gesehen, sogar mit einem Akku. Aber so, Schränke sind schon drin, das Licht leuchtet überall, das Bett ist noch nicht drin. Das Bett wird jetzt montiert, also das Lattenrost kommt hin oder die Latoflex und dann kommt die Matratze oben drauf. Okay. Nächster Schritt, dann gehen wir mal. Das Display geht schon. Und ja, heute drehen wir in einer sehr bewegten Woche für euch, denn ich sag mal, ist keine Woche wie die andere, ist jede Woche irgendwas anderes, ist Wahnsinn, ne? Das ist immer so, ja, das stimmt, wobei wir jetzt zum Jahresende uns neigen und Jahresende ist immer eine spannende Zeit. Warum? A wollen die Leute ihre Fahrzeuge noch haben, wir haben jetzt die Winterzeit, die Weihnachtszeit und ich meine dieses Jahr natürlich ganz streng begleitet von Corona, deswegen ist dieses Jahr alles anders. So, wir werden auch das Fahrzeug ja Anfang nächsten Jahres erst zulassen und es dann rüberholen. Das heißt, die Leute möchten ja gerne... 2 Loftliner gehabt, also ich sage jetzt mal 3, 4 standen schon in der Produktion. So, und jetzt geht's denn dann können wir das Fahrzeug nicht mal betreten und zeigen mal so Schutz. Ihr geht natürlich wie ein rohes Ei mit um, denn Kratzer, die jetzt passieren, das wäre sehr, sehr unangenehm. Ich meine, das sollte so natürlich auch nicht sein, weil die Oberfläche schon freigegeben ist. Ja, passiert aber nichts. Aber du siehst, der Eimer steht da, das Auto wird jetzt grundgereinigt. Und hinten kommen dann die Betten noch rein, die Matratzen. So, und die Firma Nachtmann, die magst du? Alphatronics ist drin. Ihr habt die Soundbar von Euse drin, die waren immer schwerer zu kriegen. Die waren immer schwerer zu kriegen. Das Dusche einzeln, jeder wie er will. Der Loft läuft, man denkt ja so, das Einstiegsmodell ist ja recht günstig. Der sollte oft laufen, ist gar nicht so stark, oder? Jein. Also wir haben den Home mit einem Anteil sicherlich geringer wie den Loft, aber es ist für uns eine wichtige und gute Baureihe, die wir für den Produktionsprozess und auch im Absatz brauchen, weil das ist der Einstieg für uns in die Luxusklasse. Polsterfarben, wenn man also nicht so virtuos wählen kann bei euch wie Polster, denn da habe ich wirklich die Qual der Wahl aus 100. Aber ich sag's dir gleich. Genau, er hat nämlich ein Baubuch. Genau, steht ja alles im Arbeitsplan.
krass, jedes hat ein eigenes, ja, Panel, wie schön das verbaut ist. Und jetzt natürlich auch Videos haben. Steingrau 1881 ist die Farbnummer. So, und die Sitze sind drin, gell? Hier stehen ja einige rum. Müssen wir nochmal gucken. Hier haben wir dann die Möglichkeit, die Fahrzeuge auf Optik und Technik gucken. So, das heißt, die gucken rüber, die machen so Kleberchen dran, wo was ist. Genau, das ist, weil alles, was die Qualität am Schluss findet. Aber was haben Sie hier gefunden? Das, weil wie gesagt, das, was das Band selbst feststellt und nicht in der Qualität landet, wird hier im Prinzip dann nicht negativ bewertet, weil unser Lohnanteil ist variabel. Also wir haben einen gewissen Anteil an variabel und da ist Qualität eine der höchsten Säulen. Sprich, wenn die Produktion an die QS ein sauberes Fahrzeug liefert. So, es gibt natürlich auch mal schwerwiegendere Fälle, wo man dann hingeht und dann sagt, okay, da taucht die QS. Stark. Gehen dann rein. Ja, und jetzt ist hier Ende, das heißt, die reinigen. Was das dann machen? Wir gucken nochmal zum Schluss, gucken wir nochmal auf den letzten Mal innen, ganz kurz. Und dann gehen wir mal rein, schauen uns an, was die Kollegen dort machen. So, ich zeige mal kurz schon mal ins Fahrerhaus rein. Da sind jetzt viele auf einmal am Arbeiten. Es ist übrigens schon frei. Hallo. Alle kurbeln, probieren. Stark. Hier an der Seite. Mit Lampen und überall. Und das Wasser läuft doch. Stark. So, ich komme raus. Robert. Ja, glaube ich, alles. Wir haben alles jetzt auf Kamera. Alles auf Kamera. So, gerade die Woche war stressig, habe ich schon erfahren, das ist so. Trotzdem durften wir überall mal reingucken. Ja, wir werden uns das Fahrzeug angucken. In 10 Tagen ist es fertig. Dann sehen wir uns, glaube ich, am, was haben wir gesagt, 14. oder Video. Bis dahin checken wir alles, dann werden wir das Fahrzeug überführen und dann Anfang Januar dann zulassen. Robert, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich herkomme, wie viele Leute wirklich tagtäglich werkeln an dem Produkt Morelo, das, ich sag mal, schön ist, das seinen Preis hat, aber das zu den, ich sag mal, Gefühl mit dem Fahrzeug, viele treffen sich und es gibt jetzt einen Morelo Club. Genau, wir haben den Owners Club ja schon seit langem. Wir haben eine Freizeitform oder eine Urlaubsform. Du hast das vorhin Einzimmer dabei, du bist hier eigentlich in einer sehr, sehr sicheren Urlaubsform. Und das Thema Corona hat es nochmal gezeigt, wo bist du sicherer wie im eigenen Wohnmobil. Ne? So, ja, wenn jetzt die Stellplätze auch noch geöffnet würden, das wäre natürlich auch ganz schön. Ich finde persönlich zu Unrecht, weil die sich ja alle da vereinzeln. Aber gut, ist halt mal so. Wir hoffen, dass es bald vorbei ist. Thema Impfstoff wird auch euch helfen, wenn er funktioniert. Genau, also Thema Impfstoff und Stellplätze. Also ich würde jetzt das Thema Stellplätze präferieren. Wir haben unsere Sanitärräume, wir haben unsere Küchen. Also ich verstehe nicht, warum die Stellplätze zugemacht worden sind, weil wir in dem Bereich im Prinzip auch sehr viel digital abbilden können. Es gibt zig Stellplätze, da bist du bargeldlos unterwegs, vom Check-in bis zum Check-out. Das wäre im Prinzip das sichere, aber gut, man muss nicht alles verstehen. Ja, Robert Crispins im Jahr 2020 am 27. November die große Doku von Station zu Station. So entsteht ein oder mehrere Morelos. Tschüss, vielen Dank. Danke, Robert. Das ist der allererste Morelo, der jemals gebaut wurde. Der erste Prototyp. Und mit diesem Morelo, ja, mit dem fing alles an. Wir sind in Schlüsselfeld. Und 2010 war ein ganz besonderes Jahr für Morelo, denn es ist ein Jahr, in dem Jochen Reimann seinen und den Traum seines späteren Geschäftspartners Reinhard Löhner wahr werden ließ. Die Reise beginnt im Januar 2010 mit dem typischen Design und hier steht ja der Morelo Palace 90M und 6 Mitarbeiter haben es gebaut. Im April gab es einen Musterbau und er steht hier in Schlüsselfeld, den wollen wir Ihnen heute mal zeigen, denn das Fahrzeug ist tatsächlich 10 Jahre alt, denn sie haben ein 10-jähriges Jubiläum und es wurde nochmal zurückerworben von Morelo, denn der erste Prototyp, er würde noch fahren, aber er steht jetzt hier im Morelo Museum, nee, im Showroom, der hier da ist. Und er hat schon ganz viele Anleihen ja, an später. So wie er hier steht, könnte auch noch verkauft werden und würde bestimmt auch seine Abnehmer finden. Die ganze Geschichte, die könnt ihr hier nachlesen. Und so sieht das Ganze aus.
Und das Team hat es geschafft. Im Caravansalon August 2010 wurde er zum ersten Mal der Welt dann präsentiert. Ich gehe mal kurz drum rum. Ein 90M Palace. Und wir gehen noch gleich mal rein, damit Sie auch mal vergleichen können, wie sieht es denn heute aus im Palace. Mit diesem Fahrzeug hat die Geschichte von Morelo begonnen. Spannend, ich bin richtig aufgeregt. Gehen wir kurz zurück. Ja, eigentlich so von hinten, er sieht aus so ein bisschen wie mein Loft, der da ist, den wir im Moment noch fahren. Gar nicht viel Unterschied, die Anhängerkupplung ist schon drin, das Heckdesign ist da, der Aufkleber natürlich, First Class Reisemobile ist drauf. An der Seite alles da, sogar schon die elektronische Verriegelung der Heckklappe ist drin. Gucken, ob sie aufgeht. Ja, geht auf. Und damals war natürlich Kirsche, war unglaublich beliebt. Das waren so die Farben 2010, rotes Kirschholz. Hier sieht man noch einen Fahrradträger, der an der Heckfront dann montiert wurde. Doppelverriegelung, der erste Prototyp des Morelos. Ja, aber eigentlich alles schon so wie heute. Denn heute haben wir ja in der Fertigung gefilmt und mal gezeigt, wie die Morelos gefertigt werden. So viel Unterschied ist gar nicht da. Aber der Unterschied liegt natürlich im Detail. Hier noch ein Stauraum. Hier steckt heute die ganze Elektrik mit drin, normale Steckdosen mit drin, elektrischer Türnotauf. Alles sehr ähnlich. Wir gehen am besten mal rein. Ja, die Aufbautür ist auch die gleiche. Spannend. Aber wir werden gleich mal sehen, das Holz und das Innenholz ist natürlich, hat sich ein bisschen gewandelt. Ich glaube, das ist auch das, was den meisten Leuten dann auffällt, wenn sich nicht so viel geändert hat, aber dann die Holzfarben, wie ist das Ganze aufgebaut? Kirsche. Ich glaube, es war Kirsche. Ich habe damals in meinem Tabert Puccini war auch Kirsche drin. Und das war damals totschick. Und das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Als wir den bekommen haben 2013, das sah so aus wie im Yachtbau, war so da und stand. Und jeder hat gesagt, Mensch, sieht das schick aus. Weißes Leder, ein helles Holz am Boden. Dann auch der Möbelbau schon an der Stelle, wie wir es kennen. Gut, das Fahrzeug ist ja erst 10 Jahre alt, aber in der Geschichte natürlich von Morelo ein Meilenstein, jetzt nach 10 Jahren. Auch der Möbelbau, wie man es früher gemacht hatte, das war das Cockpit. Noch mit der guten Agile-Automatik, die hier drin sind. Ein Garmin-Navi mit drin. Schon Differentialsperre. Daily. Die Webasto Standheizung. Hier läuft sie. Und ein grüner Tisch. Das ist spannend. Ich setze mich mal gerade hin. Er hat sogar schon die Komfort-Schwingsitze mit drin, luftgefedert. Die Vierkanalfederung von EP ist hier eingebaut. Ja, schon damals ein echter Hingucker. Wenn der hier stand auf dem Caravansalon 2010, war das bestimmt eine Sensation. Hier oben die durchgehenden Elemente am Dach mit dem Fenster, Lampen, ganz anders wie heute. Gut, hat man früher so gemacht. Der letzte Schrei waren bestimmt auch diese Leselichter, die drin waren. Und ich fasse es ja nicht, ein grüner Tisch. Hubbett schon drin. Mit einer kleinen Rüschenverkleidung. Und auch eine grüne Küche. Die, ja, ich denke heute nicht mehr so viele Fans hätte, aber so ähnlich ist auch noch heute die Anordnung bei Morelo. Ich habe den Spültisch so. Das Ganze aus GFK, aber es ist viel geblieben. Wenn ich hier die Sitzgruppe sehe, genauso ist ja meine Sitzgruppe noch heute mit der Bank hier. Hier das Bedienpanel.
von Morelo. Der Spiegel direkt am Eingang. Und hier ein Auszug, ein großer Apothekerauszug. Der, ich guck mal gerade, ob unten noch eine Sicherung ist. Da ist noch eine. Und der geht noch wie heute. Und schließt auch selbstständig. Krass. Der Dometic Tower, den es so oder so ähnlich ja heute noch gibt. Mit dem Backofen oben drüber, mit Ober- und Unterhitze. Ja, und früher hat man hier dann geschlafen. Das Schlafzimmer im allerersten Morelo-Prototyp. Ich krieg schon eine kleine Gänsehaut. Auch hier gab es dann die Tür. Da ist aber viel geblieben. Auch hier der Verschluss. Doppelt zu öffnen, die Luke. Das Badezimmer im allerersten Morelo. Die Dusche, dann hier oben auch dieser textile Belag oben drauf. Gut, die Lampen sind natürlich anders, aber Mensch, also hier das Badezimmer, das ist der doch die Art. Genauso so oder so ähnlich hat man es heute auch. So ein großer Kleiderschrank, natürlich beleuchtet. Und auch die Entlüftung von der Alderheizung. Und der ganze Möbelbau funktioniert noch. Die Küche in Grün. Großes Kino. Was hier drunter ist. Da ist nämlich mal ein Schrank. Da hätte dann auch eine Spülmaschine reingepasst. Und schon damals der elektrische Fernseher, ich fasse es nicht. Ausziehbar war wahrscheinlich damals der letzte Schrei, dass man den Fernseher rauf und runter fahren konnte. Genauso wie das Hubbett, dass man rauf und runter fahren kann. Lass uns mal so hoch, denn die Sitze sind nicht unten. Spannend. Ja, das wollten wir Ihnen auf jeden Fall mal zeigen. Das ist der allererste Morelo. So steht er heute noch da, am 27. November 2020. Begann alles mit diesem Prototypen hier, einem Palace 90M. Ja, wenn Sie Lust haben, abonnieren Sie unseren Kanal, auf Abonnieren drücken und dann verpassen Sie auch keine Videos mehr, die wir Ihnen präsentieren. Wir filmen heute in der Hauptniederlassung von Morelo und das ist er in Schlüsselfeld. Die Zeitreise, der erste Prototyp mit diesem Morelo hat alles begonnen. Der Morelo 90M. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Willkommen daheim. Da steht es. Ja, ein Stellplatz wäre eigentlich schon eingeweiht gewesen, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre. Und wir sind heute hier. Die Schranken sind offen. 27. November 2020. Ja, stell dich mal kurz vor. Ja, hi, Dieter Glasbrunner. Dieter, wir kennen uns schon aus Bern. Ja, da haben wir uns kennengelernt, genau. Da hast du uns schon in Beschlag genommen und einmal schlappe 3 Stunden interviewt. Genau. Ja, so ist das, ja. Und dann kam es dann ganz interessant, es wurde abgebrochen. Ja, mit Corona hat sich natürlich viel verändert, aber euer Platz ist fertig geworden. Erdarbeiten noch und nöcher. Das hier ist die Fähr- und Entsorgungsstation. Hier kann ich ganz bequem reinfahren. Das Ganze ist natürlich riesig, für große Fahrzeuge direkt gebaut worden. Macht ja Sinn. Definitiv. Und auch das Loch auf der richtigen Seite.
Auf der Morello-Seite. Auf der Morello-Seite, genau. Rückwärts einparken und dann kann man wieder vorwärts rausfahren nach dem Entsorgen. Ja, das Ganze ist auch so natürlich abgesenkt, dass wenn ich mal ein bisschen daneben bin, dann läuft es auch richtig rein, wie man sieht. Genau, also das ist unsere zweite Station. Die erste haben wir oben direkt in der Einfahrt zum Werk. Da haben wir genau die gleiche Station zum Ver- und Entsorgen. Und jetzt haben wir hier die nächste, natürlich direkt in unserem schönen Stellplatz. Das ist noch nicht angepflanzt, aber die Erdarbeiten waren natürlich massiv. Ihr habt den Platz gerade gemacht, das ist schön. Das heißt also auch jemand, der keine Hubstützen hat, der kommt dann auch ran. Hier haben wir die Abfallsammelstelle. Das Ganze ist mit Trennung versehen. Ihr trennt ja wirklich gerne, auch im Werk, was wir eben gedreht haben, Restmüll, Altglas. Hier sind Wertstoffe, die man machen kann. Ich glaube, das ist ein großes Thema, was immer wichtiger wird. 2020, da fängt das gerade erst an, oder? Ja, da fängt es nicht an, da geht es schon weiter. Wir sind ja schon seit Jahrzehnten am drin, ich kenne es gar nicht anders, ehrlich gesagt. Deswegen, das verwundert mich nicht, aber da hat man natürlich hier eine schöne Station, wo man vor- und entsorgen kann, alles auf einer Stelle und ja, einfach kundengerecht und campergerecht eingerichtet. Dieter, guck mal, ist das ein Wendeplatz? Das ist ja der Hammer, oder? Ja, Da kannst du selbst mit Anhänger. da kommen wir sogar mit der White Axle gut rum. Definitiv. White Axle. So, da vorne ist es kalt, gell? Es ist recht frisch, ja. Ich So. bin eigentlich ein südländischer Typ, deswegen friert es mich immer. Warte, ich zeig dich mal gerade. Vom Schwabenland. Ja, im Süden Deutschland. Das ist nicht weit weg von euch. Da oben, wenn man schon guckt, da ist schon Morello. Ist ungefähr, selbst zu Fuß sind es ungefähr 5 Minuten, da ist man da, oder? Ja, also man kommt fußläufig gut hin. Da geht ein schräger Weg hoch. Dann sind wir schon wieder auf unserem Betriebsgelände oder außenrum, je nachdem. Aber wenn man hier ist, hat man ja auch ein bisschen Zeit, dann kann man auch ein bisschen spazieren laufen. So, die Außenanlagen werden natürlich erst gemacht im Frühjahr. Sieht man aber hier, man hat einen See. Man kann hier richtig Feste feiern. Da hinten ist eine Hütte. Dort hat man einen Unterstand. Das heißt, man könnte auch mal hier eine kleine Grillparty machen, wenn es wieder geht. Wir hätten schon welche gemacht, aber wie gesagt, zur Corona-Zeit, da müssen wir das alles ein bisschen verschieben. Aber natürlich hat man auch hier dran gedacht, dass man einen angenehmen Aufenthalt hat, wenn man auch mal länger bleiben möchte oder bleiben muss. Deswegen kann man sich hier wohlfühlen und eigentlich ist es fast wie im Urlaub. Ihr habt einen Morello Club. Wie das Ganze technisch geht, was es kostet, das lassen wir jetzt mal weg. Das kommt demnächst. Hier vorne ist eine Station, das sieht aus wie ein Bushäuschen. Aber das braucht ja auch ein Dach, denn es könnte ja auch mal regnen. Da kann man dann bezahlen. Das wird mit einer Pauschale abgegolten. Die Stromanschlüsse selber haben keinen Mieter, also die laufen nicht ab, sondern es gibt eine Pauschale, da kann ich dann tanken. Im Moment ist die Schranke offen. Der Robert hat gemeint, noch bis Jahresende bleibt sie offen. Genau, so ist meine Information auch. Das heißt, man hat nachher verschiedene Karten, die man erwerben kann, VIP-Karten oder Friends-Karten und ja auch Menschen, die vielleicht irgendwann mit Morello fahren werden wollen. Aber jeder darf hier stehen, jeder darf übernachten. Und die Preise sind gestaffelt, je nachdem, ob man schon als VIP gelistet ist oder als Friend. Man muss kein Morello haben. Man muss keinen Morello haben, generell In nicht. Gottes Namen, ja. Das war vorher schon klar, dass wir gesagt haben, hier darf jeder stehen. Und wenn wir natürlich hier, da steht unser 78 FX, noch ist er in 14 Tagen wieder abgegeben. Okay, Dann gibt es den 90er, den wir heute gefilmt haben. okay. Der fühlt sich schon fast verloren vor auf der Größe. Stellplätze sind riesengroß. Definitiv. Wir haben ja auch große Fahrzeuge. Das heißt, hier hat jeder genügend Platz, um sich herum auch mit großen Fahrzeugen zu stehen. Man kann gut wenden. Und ich glaube, wenn ich es richtig weiß, sind es 52 Parzellen, die man hier eingerichtet hat. Mit Wie viel? Strom. 52, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, alles sind mit Strom ausgestattet. Wie gesagt, von Entsorgung sehen wir vorne. Und wir sind ein bisschen auf der Anhöhe, das heißt, man hat auch eine schöne Aussicht. Bei schönem Wetter kann man sich hier schön sonnen und wohlfühlen, definitiv. Ja, es kommt noch eine Schallschutzwand hin, das hat mir der Genau. Robert gesagt. Die wird Ja. noch gebaut nächstes Jahr. Richtig. Denn unten ist die Autobahn. Man hört sie fast gar nicht, aber auch da wird noch Abhilfe geschaffen. Selbst das fast gar nicht wird dann in gar nicht. Die Länge vom Empire-Liner hinten? Da haben wir einen 110er, so wie es aussieht. 11 Meter. 11,29 Meter hat der Empire Liner. Ja, und der passt da locker rein. Das heißt, die Plätze haben 12 Meter Länge. Genau, sind 12 Meter lang. Das wäre ja auch so die Grenze von unseren Fahrzeugen, die wir bauen. Das heißt, jedes Fahrzeug, das wir ausliefern, findet zumindest hier bequemen Platz. Ja, ich zeige noch mal ein kleines Detail. Hier rechts auf der Seite, ihr braucht ja immer Platz bei Morello. Das ist das Schöne. Und Schlüsselfeld liebt euch, oder? Hast du das Gefühl? Ja, da sind wir wohl zu Hause, ja, definitiv.
da vorne, das ist ein Anblick, den man so selten sieht, denn ich sag mal auch in der Corona-Zeit, ihr habt eines der erfolgreichsten Jahre 2020 erlebt. Das heißt, ihr habt wirklich viele Fahrzeuge verkauft, die Liner-Klasse. Ich glaube, da fangen wir jetzt 2022 schon an, sind wir jetzt schon dran. Und hier sind die Fahrgestelle zwischengeparkt im Moment. Genau. Das sieht man auch selten, oder? Ja, weil das sind jetzt die Fahrzeuge, die jetzt direkt von Iveco kommen, von hier aus noch zum Umbau, zum Fahrzeugbau Meyer transportiert werden. Und wir haben hier eine große Lagerfläche, wir haben gut vorgeordert. Das sind meist standardisierte Fahrzeuge mit unterschiedlichen Ausstattungen. Wir haben aber dadurch einfach den Vorteil, dass wir aus dem Pool die Fahrzeuge abrufen können und sind jetzt unabhängiger von der Lieferung jetzt von Iveco zum Beispiel. Ja. Also die gehen noch zu Meyer, werden dort umgebaut und kommen dann just in time, wenn sie dann in die Produktion einfahren, zurück aus Altdorf bei Nürnberg. Und ich glaube, die derzeit ist es so, die kommen morgens an und fahren direkt in die Produktion rein. Das ist ein wunderschöner Platz. Und die Erdarbeiten werden jetzt gerade noch gemacht, wenn das mal fertig ist. Also man ist mitten in der Natur, man blickt wirklich weit. Das hier ist ja auch eine Ferienregion, hier machen die Leute Urlaub, gell? Ja, hätte ich früher nie gedacht. Also als ich zum ersten Mal hergekommen bin, da waren meine Gefühle noch andere für diese Ecke. Welche waren die? Ja, die sage ich lieber nicht. Auf jeden Fall habe ich mich zwischenzeitlich hier sehr wohl gefühlt, fühle mich immer noch sehr wohl, komme auch sehr gerne her. Zwischenzeitlich wohne ich da und ich lerne die Gegend gerade neu kennen und bin viel mit dem Motorrad, mit dem Fahrrad unterwegs und liebe die Ecke, weil nichts los ist oder wenig los ist. Ja, man kann ja einiges machen. Das ist das Schöne, jetzt scheint die Sonne. Du bist der Liebe wegen hergekommen? Unter anderem. Nicht nur, aber auch, ja. So, jetzt im Moment ist nichts los. Wir sind ja Ende November. Es ist kühl, aber Platz ist genug. Ihr habt Stromanschlüsse überall. Das hier zeige ich jetzt mal gerade. Da hat man übrigens, wie nennt man den Stecker nochmal? CE. Ein CE-Stecker. CE-Stecker, wie sie vorgeschrieben sind für den Campingbereich, ein zweipoliger Stecker. So, und auf der Sicherung steht maximal 6 Ampere müsste drauf sein, 6 ne? Ampere. Wenn ich es richtig weiß. Ich habe ihm 10 Ampere probiert, ging. Ja, der hat Glück gehabt. Dann sind keine 10 Ampere geflossen, oder? Kann sein. Also deswegen bei 6 lösen die eigentlich schon aus, weil man natürlich nicht möchte, dass hier jeder seine Heizung einschaltet. Jeder, der einen Morelo hat, kann auch mit Strom heizen und das würde unsere Leitungen dann schon überlasten. Die Klimaanlage, die würde ja dann auch, bei 6 Ampere geht noch eine Klimaanlage. Da funktioniert sie noch, wenn andere Verbraucher nicht mit dabei sind. Aber das kann man ja in so einem Fahrzeug bequem steuern, wenn man sich auskennt. So, wir fahren jetzt mal. Genau, es gibt ja so eine Netzmangelausgleichsschaltung und so weiter und so fort. Ja, hier steht er, der 78 FX. Du kennst dieses Modell noch, die Frontmaske. In 2-3 Jahren soll eine neue Frontmaske kommen. Alles wird digital bei Morelo. Weiß also über was in 2-3 Jahren passiert, da haben wir jetzt noch keine wirkliche Information. Wir haben das Auto jetzt eigentlich erst seit 2 Jahren komplett überarbeitet. Man sagt meistens so 5 Jahre soll dann eigentlich das Design so bleiben, zumindest der Erkennungswert. Und dann muss es irgendwann mal wieder was Neues geben. Aber was da in 2-3 Jahren passiert oder wenn auch immer, da sind andere besser involviert. Das bekommen wir dann mit, wenn es soweit ist, als Verkäufer. Komm, wir gehen noch mal kurz zum Eingang. Da vorne habt ihr so einen Naturstein rausgehauen aus dem Ganzen und dort Morelo drauf geschrieben. Ich finde so einen Stellplatz finde ich extrem wichtig, weil die Leute kommen ja nicht nur her, wenn sie euch besuchen, sondern als Clubinhaber kann man einfach hier stehen und die Morelo-Leute unter sich, auch die Concorde und so weiter, Phoenix, was weiß ich, alles eine große Familie, muss man sagen, die sich untereinander kennen. Das ist so ein bisschen zusammengewachsen, oder? Ja, definitiv. Also ich sage mal, kennen wir Concorde-Kunden, kennen wir Morelo-Kunden, kennen wir Phoenix-Kunden. Das hat jetzt mit dem Produkt nicht unbedingt was zu tun, sondern das ist so eine große Community, Gemeinschaft kann man sagen. Und hier treffen sich alle und ja, ist einfach schön. Ja, Stellplatz in Schlüsselfeld, heute 27. November, zusammen mit dem Dieter. Ja, ich grüße dich, Dieter. Ganz herzlich, stellvertretend für alle Morelo-Mitarbeiter, über 300 Stück, die hier arbeiten. Und da ist er. Ja, man hätte gern gefeiert, aber ich denke 2021, wenn mal alles mal vorbei ist, oder 2022, wird es nachgeholt. Definitiv. Also sind ja die Morelo oben leider ausgefallen. Unser größtes Volksfest, da hatten wir tatsächlich die Tausender anvisiert. Österreich, oder? Was, Österreich? Nee, Open ist hier, gell? Ja, Morelo Open sind hier. Nicht in Aber letztes Jahr war es ein Hammer, oder? Ja, letztes Jahr war es ein Riesenfest und dieses Jahr hatten wir mit rund 1000 Fahrzeuge gerechnet
Und, aber leider hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber nächstes Jahr gehen wir mal frohen Mutes ins neue Jahr, dass es dann funktioniert. Ich wäre auch gekommen, so ist es. Ja, vielen Dank, Tiger. Und da ist es Morelo, willkommen daheim. Tschüss. Ciao Sven, mach's gut.